Dann haben wir unser Meeting gehabt mit allen und dann hat Doc gesagt, ja, übrigens, Ersin ist jetzt der neue Chef. Aber er hat dich nicht mal gefragt davor, ob du es willst. Nein, Weil die haben ja auch sehr spezielle Arbeitsbedingungen, ne? Das ist so, ein Traumjob. Und unser Ziel ist, dass man irgendwann draußen im Café, wenn die Sonne scheint, sitzen kann, entweder ein Apro Spritz trinkt oder kifft oder beides, aber selbst entscheiden kann, was man macht und Ja. man nicht irgendwie stigmatisiert wird. Ticketpreise sind gestiegen. Warum sind die gestiegen? Ähm, Was ist so dein Highlight dieses Jahr zum 10-Jahres-Jubiläum? einfach hingehen, anschauen, haben wir hier in Deutschland noch nie gesehen, glaube ich. Willkommen beim Mary Jane Podcast. Ich bin Jung, Mitgründerin der Mary Jane Berlin. Mein heutiger Gast, Ersin Akgül Wiedersich, CEO der Mary Jane Berlin. Er hat das Festival schon in den frühen Jahren mit aufgebaut und letztes Jahr die Führung übernommen. Und das, obwohl er parallel mehrere Projekte führt, die ihm 500.000 Einkommen generieren. Als ich mich nach meiner Fehlgeburt komplett aus dem operativen Geschäft zurückgezogen habe und auch Doc kurze Zeit später seinen Fokus verändert hat, war für mich sofort klar, dass er die Mary Jane führen wird. Warum? Weil er die Ruhe in Person ist, wenn alle anderen durchdrehen, weil er ein riesiges Herz hat und einen Optimismus, dem Menschen folgen. Und ganz ehrlich, abgesehen davon weiß ich nicht mehr über ihn, aber das ändern wir heute. Viel Spaß beim Reinhören. Ersin, herzlich willkommen zum Mary Hallo. Jane Podcast. Ich habe letztens erfahren, also generell ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht so viel über dich, deshalb freue ich mich auf den Podcast. Und ich habe erfahren, dass du eigentlich schon neben der Mary Jane Berlin 500.000 jährlich machst. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, was du überhaupt alles machst, weil das weiß ich nämlich auch gar nicht. Ja, meine, wir kennen uns ja jetzt schon seit, ich glaube, 6 Jahren oder so. Ja? Und ich war ja noch nie Fan davon, irgendwie, also nicht alle müssen wissen, was ich mache, aber ich mache halt einfach ganz, ganz viele Sachen, Ja? weil sie mir Spaß machen. Ja. Und manche laufen sehr gut und manche nur okay, aber all in all geht's mir sehr gut auf jeden Fall, würde ich sagen. Und Aber was machst du genau in deinen ich habe, anderen Jobs? ich bin einerseits zum Beispiel einmal, bin ich fest angestellt bei Ticket.io, die unser Ticketing machen, bei der Mary Jane natürlich, schon immer. Ja, Da ja. bin ich ungefähr, ich glaube, ich bin jetzt bestimmt seit 6 Jahren da oder so Wirklich? und bin da ich würde mal sagen Sales, wobei ich ja nicht der Salesmensch bin. Und was machst du dann da? Ich mit Menschen reden. Also Also, Ticket ich mache, ist praktisch eine Ticket für alle, die es nicht kennen, die Ticketing-Plattform für so Events, ne? Das heißt, genau, die Plattform. ja. Okay, und da bist du fest angestellt. Da bin ich fest angestellt tatsächlich und, bin da, wie soll man's beschreiben? Ja, wie gesagt, klassisch würde man sagen Sales wahrscheinlich, aber bin Ja? da ich habe den Vorteil, dass ich 'n sehr, sehr großes Netzwerk habe, sehr viele Menschen kenne Ja? und sehr vertrauenswürdig bin, weil ich immer die Wahrheit sage. Ja, Oder ja. zumindest versuche, immer die Wahrheit zu sagen. Und das passt halt in diesem Business sehr gut zusammen. Und ich habe damals bei Ticket.io gestartet, weil ich 'n, Freund hatte, der ist auf Konzert gegangen Ja? und lief voll gut. Der hat viele Tickets verkauft, voll krass und so, Mhm. hat bei, Eventim Tickets verkauft Ja? und am Ende blieb aber irgendwie nix übrig. Und dann habe ich gesagt: „Ja, wie kann das denn sein?“ So. Und dann, haben wir so angeguckt und da ging da irgendwie bei 'nem 30 € Ticket 8 € Gebühren drauf. Ich so: „Kann nicht sein.“ Dann habe ich so 'n bisschen gegoogelt, so 'ne Doku gesehen über Ticketing, fand es voll spannend, kannte da und habe da angefangen, extern einfach mal so 'n bisschen reinzuschauen und habe, halt Kunden vermittelt, habe da 'n bisschen gearbeitet, habe mich so 'n bisschen, weil ich ja selbst auch immer Veranstaltungen gemacht habe, war das Thema Ticketing immer 'n Thema für mich. Ja, und dann kam Stück für Stück und dann habe ich da irgendwann fest angestellt zu arbeiten, um ähnliche Leute wie mich zu finden, die extern 'n großes Netzwerk haben, Ja? die Plattform kennen und voll dahinterstehen, um Ticket.io zu helfen, mehr Mandanten zu gewinnen. Okay, Das da ist machst du basically mein Job. praktisch wie so Vertrieb. Da redest du einfach mit deinen Leuten, die du sowieso in deinem Netzwerk alle hast wahrscheinlich? Genau. Und du meintest, du machst noch Veranstaltungen. Was machst du bei diesen Ich habe Veranstaltungen? früher viele Veranstaltungen gemacht, mittlerweile nicht mehr. Bin eher im, Fokus jetzt mittlerweile beim Künstlermanagement und Künstlerbooking. Ja? Also, KünstlerInnenmanagement, Künstlerbooking. Ja? Tatsächlich habe ich, überwiegend, weiblich gelesene Personen als Acts Ja? bei mir, ähm, und kümmere mich da um DJs, hauptsächlich aus der elektronischen Musik, dass sie erfolgreich werden. Das hat mir Erik tatsächlich auch erzählt und ich meinte: „Was ist Künstlerbooking?“ Ja, es gibt sogar zwei Parts. Künstlermanagement am Ende ist man so 'n bisschen einerseits Babysitter, andererseits Beratung und Ja? schaut, dass alles funktioniert von, wenn man's richtig macht, von wie wird man groß und bekannt, Mhm. zu Altersvorsorge. Ja, Also, alles so 'n bisschen. ja, Also, wirklich einfach schauen, dass es der Person gut geht und langfristig Erfolg hat und ja. nicht, im Alter
verarmt oder Ja, wie man ja. es sagt. Und Künstlerbooking ist, ich vermittle an DJs Veranstaltungen. Das heißt, ich habe quasi einen KünstlerInnenpool, Mhm. die auflegen können Ja. und bekomme Anfragen von Veranstaltungen, von Festivals, von DJs auf der ganzen, von Partys auf der ganzen Welt, Ja. die DJs anfragen. Okay, also und die kommen auch alle über dein Netzwerk? Das heißt, die Mhm. sagen: „Ey, Yasin, ich habe da dieses Event, ich brauche da 'n DJ. Hast du da jemanden?" Und dann tust du vermitteln oder tust du da auch Vertrieb und guckst dir und tust Events anschreiben und sagen: „Hey, ich habe hier welche, die passen würden für dein Event." Beides. Also, es gibt da auch Okay. verschiedene Wege. Es gibt einmal, man kann so klassisch Booking machen, da schreibt man wirklich Leute an, meistens Ja, im Bestfall kennt man die, ja, und sagt: „Hey, hier, hast du Lust, DJ XY auf deinem Event zu buchen?“ ja. Und dann klappt das im Bestfall. Mhm. Dann gibt's natürlich noch den Weg, dass, wenn eine DJ sehr erfolgreich ist, dass die Anfragen von selbst auch viele kommen. Also, Ja. natürlich wollen dann, die Veranstalter genau diese Person buchen. Mhm. Und was ich sehr gerne mache, versuche da immer 'n anderen Weg zu gehen, weil ich dann nicht das klassische Booking mache, sondern ich versuche eher Vision zu verkaufen. Ich versuche Mhm. quasi, ähm, irgendwo so 'n Samen zu setzen und zu sagen: „Hey, guck mal, schau mal diesen DJ an. Ja, Super spannend, das und das ist der Background.“ ja. Und versuche das eher zu platzieren, dass dann die Veranstalter von selbst drauf kommen Mhm. und, sich bei mir melden. Ja. Okay, das heißt, du bist festangestellt bei Ticket.io. Ja. Du machst Künstlerbooking. Gibt es noch was, was du machst? Management halt noch. Was ma Management? Ach, du machst Künstlermanagement. Künstlermanagement und Künstlerbooking. Genau, Okay, ja. Künstlermanagement und Künstlerbooking. Ja, Management mache ich aber nur bei 2 Artists, die heißen Anni und Saltisis. Mhm. Genau, bei den beiden mache ich Management und sonst aber Fokus Booking, weil Management natürlich sehr, sehr aufwendig Ja, ist. ja, Und ich zeitintensiv. habe dann doch nicht so viel Zeit. Und auch 'n Privatleben. Ja, und also 3 Sachen. Was gibt's noch was Viertes neben Mary Jane, was du machst? Ich bin, beteiligt an so ganz, ganz vielen kleinen Musiklabels oder Veranstaltungsformaten, wo ich dann quasi, helfe im Hintergrund und Ja, berate, einfach da die Erfahrung, die ich gemacht habe, teile. ja, Und dafür bin ich dann meistens, zu 'nem Prozentzahl X beteiligt. Eigentümer. Wie sieht das zum Beispiel aus? Also, was für Labels sind das und was für 'ne Beratung machst du da genau? Alles unterschiedlich. Ah, Also, okay. wirklich komplett von A bis Z kann man überhaupt nicht greifen. Ist eher so, dass, die mich meistens anrufen können, wenn sie Fragen haben und denken: „Was ist das?“ Ah, Also, okay. und da auch in aller Hinsicht, entweder musikalischen Input oder kreativen Input, ganz viel auch buchhalterlichen Input. Ich meine, ich bin schon immer selbstständig. Ich habe mich mit 18 selbstständig gemacht, Ja, mit der Gastronomie damals. ja. Das Allererste, was ich gemacht hatte, war 'ne Cocktailbar und dann 'n Café tatsächlich. Also, Krass. so habe ich angefangen. Ich Ja, ging noch zur Schule, habe Abitur gemacht und habe ja. zeitgleich habe ich 'ne Cocktailbar, übernommen von einem alten Besitzer und habe dann die geführt, immer abends. Also, ich bin tagsüber in die Schule und abends stand ich dann in der Bar und habe Cocktails gemischt. Okay, wild. Mhm. Du hast Abitur gemacht? Ja. Und wie kam es dazu, dass du 'ne Cocktailbar aufgemacht hast? Ich checke das nicht, oder bist du Ich ging zur Schule und habe 'n Nebenjob gesucht und ich habe, davor in so 'ner 24 Stunden, Schichtdienstfabrik gearbeitet und habe so Getriebe zusammengebaut und so, weil ich als Nebenjob. ja? Fand ich aber irgendwann saulangweilig und habe dann irgendwann angefangen, in der Bar zu arbeiten. Das war in Wiesbaden noch? Ne, das war in der Nähe von Darmstadt, Rheinheim, also Odenwald. Ah, okay. Also, du bist da auch da geboren? Genau, Du bist da ja, geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und hast dann neben der Schule 'n Job, hast dann da erst mal diese, so Sachen zusammengebaut, Fabrikarbeit. Fabrikarbeit, Genau, und dann hast du gesagt: „Okay, ich habe keinen Bock mehr auf genau. Fabrikarbeit", und bist dann zufällig auf diese Ich habe dann angefangen, in der Bar zu arbeiten mhm. und die Bar hat, einer Person gehört, die war nebenher Berufsschullehrer. Also, Okay, oder was vom Hauptberuf, je nachdem, wie man's ja, nennt, ja, ist ja ja, bei mir ja, ja. ähnlich. Ja, Je nachdem, wie man's, also, wurde mir schon so früh vorgelebt auf jeden Fall. ja, War Berufsschullehrer und hatte dann halt diese Bar und nebendran 'n Café. Und ich habe dann da angefangen, da zu arbeiten und habe das 'n paar Monate gemacht und dann hat man schon so gemerkt, es gab so 'n Umschwung vom Publikum. Weil ich da war, anderes Publikum angezogen habe als er mit irgendwie Mitte 40. Das ja, Publikum ja. wurde jünger und dann hat's irgendwann ziemlich schnell gedreht und Ah, dann hatte er, auch keine Lust mehr. War ja, natürlich cool, aber er hatte keine Lust mehr, war Lehrer, ja, 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 wurde älter und hat dann gefragt, ob ich das übernehmen möchte. ja, Und war halt direkt Feuer und Flamme, habe damals meinen besten Freund gefragt, ob er mitmachen möchte. ja, Der hat nein gesagt. Aber hat dann danach dort gearbeitet tatsächlich noch. Aber er wollte nicht mitmachen, habe meine Eltern gefragt, die fanden das ganz schlimm, die Idee. Die waren so: „Wir sind ja, nicht aber du hast hierher und ja, haben irgendwie beide 2 Jobs gehabt und, damit du jetzt auch noch nachts arbeitest. Such ja, dir 'n Bürojob.“ Bei uns war immer so das Ding,
wenn du als Migrantenkind Erfolg haben möchtest oder beziehungsweise Ja. nach der Schule, geh studieren und arbeite bei Merck. Ja. Das war unser safe. Ding. Geh Oder zu werd Merck und Arzt. arbeite bei Merck. Ja, oder werd Arzt. Ja. Okay, aber du hast dann die Bar übernommen. Musstest du dafür Geld bezahlen? Also Ablöse? Wie Aber viel? wir konnten uns ziemlich gut einigen. Ich habe das dann monatlich abgezahlt. Wie viel Waren hast du? 20.000 Euro, war nicht so viel. Okay. Inklusive Inventar, allem drum und dran, war geschenkt. Er hat's gut mit mir gemeint. Cool. Und wie viel Gewinn hast du denn monatlich gemacht? Also wie lange hast du gebraucht, um das abzubezahlen? Das ging sehr schnell tatsächlich. Weil es hat sich dann so rumgesprochen. Es hieß dann, guck mal, ein 18-Jähriger hat eine Bar. So in der Kleinstadt. Und aber auch so Ja. durch sehr viele Monate. Es hieß dann so, hat eine Bar. Und wir hatten dann immer mittwochs Cocktail Happy Hour. Da Ja. gab es noch Cocktails für 4 Euro jeden Mittwoch. Ja? Und Longdrinks für 3 Euro. Und das war halt Party, pur. Da kamen alle Leute ab 18 bis so 21 kamen dahin. Ja? Wirklich an einem Mittwoch 500, 600 Leute, die dann halt gesoffen haben. Also es ging tatsächlich ziemlich schnell. Okay, das heißt, du konntest relativ schnell diese Ablösesumme dann auch Ja. abbezahlen. Und dann hattest du Geld über? Genau, da hab ich dann ein bisschen weitergemacht, habe dann mein Abitur gemacht mit 19 und habe mich in Frankfurt angemeldet für Wirtschaftswissenschaften und habe die Bar weitergemacht, also zum Studieren. An der Goethe-Uni. An der Goethe-Uni, genau. Das hat Duke auch gemacht. Ja? Ja, der hat ein halbes Jahr und hat da, glaube ich, abgebrochen, weil der dann Bubble Tea gemacht hat. Lustigerweise. Krass. Ja, bei mir war fast ähnlich, würde ich sagen. Ich habe mich da angemeldet, habe Ja? die Bar weitergemacht und ich glaube, so wie man ist mit 18, man macht auch viele Dummheiten. Also was heißt Dummheiten? Lief voll gut, ich war cool und ich habe mir dann mit 19 ein völlig überteuertes Auto gekauft. Was für eins? Ein Mercedes CLS. Okay, Der geil. kam damals neu raus. War voll cool. Ich war natürlich der King auf der Straße so, aber also völlig übertrieben. Ja. Und habe so Sachen gemacht, war dann immer Wochenende nach der Arbeit feiern. Wir sind immer irgendwie in Clubs gefahren danach noch und so. Ey, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, Ich ne? habe das alles halt voll früh hinter mir. Ich habe das Okay, halt krass. so früh gestartet. Dass du durch warst dann. Genau. Ich meine, ich habe mit 18, 19 halt irgendwie für meine Verhältnisse sehr viel Geld verdient, für die Verhältnisse auch sehr viel Geld verdient Ja? und halt einmal alles erlebt. Und dann hast du alles ausgegeben, CLS investiert? Genau, habe Party gemacht, habe viel Urlaub gemacht und habe angefangen zu studieren. Das mit der Uni hat nicht so gut geklappt. Ich war dann, habe kaum was für die Uni gemacht, Du hast abgebrochen. habe dann abgebrochen, habe mich dann aber neu eingeschrieben in Mainz, in der Hochschule Mainz für BWL, weil ich durfte dann in Frankfurt nicht mehr weitermachen, weil du musst in 4 Semestern so und so viele Module machen. Deswegen konnte ich nicht weitermachen dort. Mhm. Weil ich aber Diskussion hatte mit meinem Vermieter, weil der war sehr, sehr alte, sehr deutsche Menschen, die so der Meinung waren, das Grundstück gehört denen, deswegen können die sich bedienen und wir waren halt immer, sind einfach reingegangen in den Keller und haben sich Getränke geholt und so. Okay, gut. Aber die waren sehr, sehr alt, deswegen Ja. okay, alte Menschen. Hab dann die Bar abgegeben, bin nach Mainz gezogen, hab dann da angefangen, BWL zu studieren. Also hast du praktisch für ein neues Studium die Bar abgegeben? Ja. Aber hattest theoretisch ein finanzielles Puffer? Ja. Und wie groß war das? Willst du das teilen? Das weiß ich nicht. Das war nicht so viel. Das waren vielleicht 50.000 Euro oder so. Also war viel für damals auf jeden Fall. Krass, aber warum war dann in dem Moment dein Drang größer zu studieren, als dann wieder gutes Geld zu verdienen? Weil jeder würde ja, ich sag mal, würde dann ja an dem Geld hängen und sagen, hey, das ist ja eine safe Einnahmequelle. Das stimmt, aber das Ding war, guck mal, ich war in dieser Kleinstadt. Ja. Und die Bar lief Bombe, alles cool, hat voll Spaß gemacht, aber mehr ging auch nicht. Das war alles, also die war voll. Ja. Und ich wollte jetzt nicht mit 19 oder ich bin dann halt 20 geworden, sagen, das war alles, was ich gemacht habe in meinem Leben. Okay. Also ich wollte nicht drauf hängen bleiben. Ja. Am Ende. Also Okay. das so ein bisschen. Und natürlich hat man auch zu Hause gemerkt, meine Eltern waren da nicht so happy mit. So. Okay. Die fanden das nicht so cool. Nachts, Alkohol, Ja. Party. Und dem war schon wichtig, dass ich studiere. Okay, dann bist du nach Mainz gegangen, hast dann Wirtschaft studiert? Ja. Und hast du durchgezogen? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das heißt, wann hast du abgebrochen? Ziemlich spät. Ich bin nach Mainz gezogen, Ja? habe dann da halt mir sofort irgendwelche Jobs gesucht. Ich habe dann zum Beispiel, es gab so eine Open-Air-Location, die hieß Planke Nord. Ja. Und da habe ich dann mit einfach Leuten, die ich dann da kennengelernt habe, wir haben dann da Security gemacht. Für diese Location während der Fußball-WM, die Location war sehr links, die waren so richtig entspannt und
wir sollten nicht als Security auffallen. Das heißt, wir sind da in ganz normalen Privatklamotten hingegangen, haben Fußball geguckt und sollten eingreifen, wenn was passiert. Traumjob. Okay. Und dann habe ich mir danach einen Job in der Bar gesucht, in einem Restaurant und habe dann halt nebenher studiert. Habe dann einen Freund, den ich damals noch aus dem Dorf kannte, der bei mir in der Bar immer Stammgast war, hat in Wiesbaden gewohnt. Und der war professioneller Pokerspieler. Okay, und Fand dann? ich sehr interessant. Ja. Und dann war ich mit dem ein paar Mal im Casino und der hat mir so beigebracht, wie man Poker spielt, hat mir so Bücher gegeben, wo dann so die Psychologie des Pokers und Mathematik und irgendwelche KI-Apps damals schon, die quasi gegen dich Hände gespielt haben und dann, dass du immer die richtige Entscheidung triffst. So Sachen. Ja, krass. Dann war ich mit denen immer Poker spielen. Und, im Casino? Im Casino. Ja, okay. Ja, deswegen, wie gesagt, wurde dann auch mal sehr spät, dann halt noch Bar arbeiten, Restaurant arbeiten, habe ich Uni ein bisschen vernachlässigt. Und habe dann beim Pokerspielen eine Frau kennengelernt, die heißt Dr. Katharina Reinhardt. Die war die Dozentin von Duck auf der European Business School. Ah, wie krass. Ja, okay, krass. die habe ich da kennengelernt. Und auf dann? jeden Fall. Und hab dann wo? Beim im Casino Wiesbaden. Oh Gott. Ja, da habe ich sie kennengelernt. Im Casino, sie hat auch gezockt. Ja, sie liebt zocken. Kann man so sagen. Okay. Aber hat sie wenigstens das Fach Statistik oder so gelernt? Oder die hat einfach privat zocken gelernt? Einführung in die VWL. Noch was. Also, ja, okay, ein bisschen Statistik ist mit und dabei. auch schon immer Unternehmerin. Ja. Hat sehr, sehr früh so ein Kosmetik-Startup angefangen und dann. Eine geile Frau, muss ich sagen. Hatte sie richtig cool. Also wirklich, die müsstest du mal einladen. Die ist so interessant, so viel erlebt, hat irgendwie mehrere Studientitel, wie gesagt, Doktortitel und hat dann, als sie diese Kosmetikfirma, oder beziehungsweise war das so eine Lichttherapie-Firma, wo sie dann quasi Leute behandelt hat. Okay, krass. Ja. Und hat dann da aber mit ihrem damaligen Freund gecheckt, dass es das quasi diese Lichttherapie, die damals gemacht worden ist, irgendwie bei Abszessen und so geholfen hat, bei unreiner Haut geholfen hat. Crazy. Und hat dann das geforscht. Ihr Freund und jetziger Geschäftspartner war, ich glaube, irgendwie Dozent an Stanford, an der Uni Stanford, also auch irgendwie sehr krass. Und die haben dann mit einem anderen Geschäftspartner angefangen, darüber zu forschen und haben dann eine Firma gegründet, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten. Also, erstmal, warte, das ist so krass. Ja. Also, du warst in diesem Casino. An was für einem Tisch hast du da gesessen? Was hast du gesagt? Poker. Das Poker. Nur Poker, nie was anderes, weil es war sehr verrufen. Bei diesen Pokerspielern ist so Glücksspiel sehr verrufen. Für die ist es ja kein Glücksspiel, Poker. Die sagen, Poker ist irgendwie Fähigkeiten und Mathematik und du hast immer eine Varianz dabei. Du hast natürlich halt immer, wenn du die richtige Entscheidung triffst, gewinnst du long-term immer. Das ist so ein bisschen bei Poker. Und also bei Glücksspiel ist ja, du verlierst immer. Weil wenn du an so einen Automaten 10 Euro reinschmeißt, kriegst du irgendwie immer nur 90% davon zurück. Okay, also Poker ist in dem Sinne schon eine Art Sport für die. Genau. Ja. Okay. Oder, das heißt, hast du durchs Poker eigentlich auch Geld verdient, oder? Ja, tatsächlich. Wirklich auch? Ja. Und wie viel so? Man konnte es immer ziemlich, das klingt dann immer so krass, man konnte es aber, wenn man es auf Stundenlohn hochgerechnet hat, waren es damals so 30 Euro Stunde. Okay. Und man konnte es dann einfach genau nehmen und ich war immer sehr vorsichtig und habe dann dort noch jemanden kennengelernt. Das war wie viele Leute du auch einfach kennenlernst, ne? Ja, einfach beim Reden. Auf jeden Fall, diese Person hat mich dann gestaked, hat man das genannt. Die hat mir Geld gegeben, ich habe mit seinem Geld gespielt und wenn ich gewonnen habe, habe ich Prozentzahl X davon bekommen. Okay. So, und der hat mich dann auf Turniere geschickt und so auch. So. Dann warst du schon, Geld. Kann man das Amateur-Pokerspieler? Ja. Mit einem Investor? Genau. So hast du gesagt, praktisch ein Level. Genau, ja. Okay, krass. Ja. Und da hast du praktisch nebenher auch noch Geld verdient. Neben deinem Bar- und Gastro-Job. Ja. Und hab noch Klausuren korrigiert an der European Business School. Also ich habe Dux und von Nick von Blumwelt. Also genau in dem Zeitraum habe ich Klausuren korrigiert. Warte mal, okay, ich bin verwirrt. Wie kommt man dazu, Klausuren zu korrigieren? Weil ich doch diese Über die Frau Reinhardt. Genau. Ey, krass. Okay, das heißt, wie viele Stunden hast du damals geschlafen? Ich habe sehr viel geschlafen. Sehr viel? Sehr viel geschlafen. Das heißt, du schaffst ja mittags. Richtig viel. Ich bin früher immer so um 13, 14 Uhr erst aufgestanden dann. Ich war immer bis nachts 4, 5 Uhr wach und habe dann quasi bis mittags geschlafen. Und über den Tag hast du dann alle deine Jobs erledigt? Genau. Krass. Ja. Okay. Aber die Uni halt nicht. Ja. Okay, aber ich muss immer zurück zu der Frau Reinhardt. Du
warst an einem Poker, ich sag mal Turnierspiel. Ja. Und sie saß da auch. Ja. Und dann habt ihr euch unterhalten. Ja. Und alle anderen haben zugehört, die natürlich auch an diesem Spiel. Okay, und dann habt ihr gemerkt... Sie hat eine krasse Aura. Also wenn sie am Tisch ist oder irgendwo, die Leute schauen schon auf sie. Okay, ich muss sie wirklich einladen, weiß Bescheid. Und das heißt, du hast dich mit ihr unterhalten und ihr habt dann so geweibt und dann habt ihr Telefonnummern ausgetauscht? Ja, sie war mit dem einen Freund Christian, mit dem ich quasi nicht aus dem Dorf schon kannte. Ja. Die kannten sich vorher schon, weil die halt regelmäßig gespielt haben. Ja. Darüber habe ich sie kennengelernt. Und ich kannte auch ihren Ex-Freund dort. Habe ich auch kennengelernt beim Pokerspielen. Also es ist am Ende kam da raus, es sind immer dieselben Personen, die da sitzen. Deswegen habe ich dann auch damit aufgehört, weil man sitzt halt immer mit den gleichen Personen, die vorwiegend männlich sind. Und die eine Hälfte sind entweder hat man Glück und da sitzen so Fußballspieler. Ja. Cool, den nimmt man gern Geld aus der Tasche. Ja. Oder das Problem war, da sitzen halt Leute, die sich eigentlich nicht leisten könnten, da zu sitzen. Mhm. Und dann hast du das aufgegeben, um dann in der Firma bei Frau Reinhardt. Genau, sie hatte mich gefragt, ob ich da arbeiten möchte. Und dann habe ich da, ich hatte aber in der Zeit davor schon angefangen, Partys zu machen, auch noch in Mainz. Und habe Partys veranstaltet. Partys auch noch? Ja. Auch noch Partys veranstaltet. Und die auch ziemlich cool liefen. Und darüber kam so dieses Booking-Ding zustande, dass ich Künstler verbucht habe. Ja. Und dann, ich habe ganz viel, ich hab dann so angefangen, mobile Cocktailbar und Catering-Service, also weil alles ja irgendwie in diesem Veranstaltungskosmos war, hat mir Spaß gemacht und war cool. Und wenn das eine gut geklappt hat, waren die anderen Sachen nicht so kompliziert. Okay, und was hast du bei der Frau Reinhardt genau gemacht? Da habe ich Buchhaltung gemacht. Weil du dich selbst eingearbeitet hast. Weil du hast, das hast du dir aber selbst erarbeitet, weil du hast ja nicht wirklich studiert. Nein, ich habe es mir da selbst erarbeitet, bin dahin und habe dann Stück für Stück gelernt, wie das geht. Und war da auch ein paar Jahre lang tatsächlich, habe da 20 Stunden die Woche gearbeitet. Ja. Und die hatten, wie gesagt, damals eine Firma gegründet gehabt mit einer Lichttherapie, eine Richt- und Radiofrequenztherapie für Akne inversa heißt das. Das sind so Abzesse, also quasi Brustpickel und so auf dem ganzen Körper, Intimbereich, oft ganz oft bei Menschen und Achselhöhlen und so. Und waren da halt quasi Start-up, ganz klein. Da haben die drei GründerInnen plus, ich glaube, eine Person noch, haben da gearbeitet, plus ich dann. Ja. Und haben dann halt angefangen, Stück für Stück die Ärzte zu akquirieren, dass sie das machen, was Selbstzahlertherapie, und haben über Jahre hinweg da versucht, das groß zu ziehen. Ja. Da gab es eine Person, die hat sich gekümmert, die wurde quasi eingestellt, dass sich nur darum kümmert, dass die Behandelnden, also die kranken Personen von der Krankenkasse Erstattung bekommen. Ah, das ist cool. Hat denen geholfen, hat Tipps gegeben, wie das geht und so. Also Texte vorgeschrieben, hab denen gesprochen und dann halt, du schreibst in die Krankenkasse, die sagen, kriegst du nichts. Ja. Dann machst du einen Widerruf. Ja. Immer hin und her. Das haben die gemacht quasi. Und er ist dann irgendwann gegangen und dann habe ich seinen Job noch übernommen und habe das dann gemacht. Habe dann quasi ganz, ganz lange kranke Personen beraten, wie sie die Behandlung erstattet bekommen. Okay, krass. Also korrekte Frau auf jeden Fall, dass sie dir einen Job gegeben hat, den du ja dir selbst erarbeitet hast. Und man muss auch voll sagen, die waren da schon sehr kulant. Also weil ich damals schon gesagt habe, hey, ich habe halt natürlich andere Träume und mach das und das. Ich finde es aber cool, da reinzusehen und bin auch dankbar für das Geld und zu lernen. Ja. Aber ich war dann auch schon natürlich sehr sprunghaft also ich hatte jetzt keine festen Uhrzeiten. Und das haben die mir erlaubt. Ja. Also nicht damalige Verhältnisse in der Pharmabranche. Ja, ist krass. Insane. Also man muss sagen, diese Pharmabranche ist schon sehr alt, sehr konservativ, sehr weiß in allem, was sie machen. Also so dieses Ding. Und da ist es schon damals nicht warst du wie alt nochmal? Paar 20? 21, 22. Und welches Jahr war das? Weil du bist auch 92er Jahr, wie ich, ne? Es müsste gewesen sein 2014, habe ich da angefangen. Okay, und wann war der Moment, wo du das Studium abgebrochen hast? Als ich diesen Job angeboten bekommen habe. Weil ich hatte dann halt die Partys und die Sachen, die mir Spaß gemacht haben quasi, mit so Bar und irgendwie Nightlife und so. Die Uni und diesen Job. Ja. Aber ich fand den Job und diese Personen, die diese Firma gemacht haben, so spannend, dass ich wusste, ich kann nicht alles reinmachen. Okay, dann hast du praktisch Studium abgebrochen. Oder auslaufen lassen quasi, ja. Und was haben deine Eltern gesagt? Ich habe es ihnen erstmal nicht erzählt. Ich habe erstmal gar nichts gesagt. Du hast einfach gesagt, ich studiere weiter. Ich habe jahrelang gesagt, ich lasse mir nur mehr Zeit, weil ich habe noch die Jobs und so. Ja. Ich mache das noch fertig und diese ganzen Sachen und so. Und ich habe jahrelang ich das nicht erzählt. Beide sind Türken, ne? Ja. Und wann war der Moment, wo du es erzählt hast und wie haben die reagiert? Dass du gesagt hast, ja, übrigens, ich werde es gar nicht. Ich habe es immer noch nicht aufgelöst. Niemals! Die denken, er macht noch sein Bachelor. Das nicht, aber also sie haben dann irgendwann halt gemerkt, okay, gut,
kann davon gut leben Ja. und ich bin sozialversichert. Das fand ich auch mal wichtig. Die haben mir so, hey, hast du aber einen Job, wo du halt, Gute Rente. genau, das war halt immer das Ja. Ding, das haben die immer gemerkt. Ich habe so Lohnabrechnung immer gezeigt, so, ich bin wirklich versichert und dann haben die irgendwann gemerkt, okay, gut, es läuft, auch mit diesen Veranstaltungen und mit Ja. Booking und so läuft, dann wurden die Fragen ein bisschen weniger, aber ich bin mir sicher, vor 2 oder 3 Jahren kam auch nochmal die Frage, machst du eigentlich nochmal deine Uni fertig oder nicht? Ja, wirklich, verzeih. Da habe ich aber, glaube ich, dann gesagt, ich habe gesagt, ja, vielleicht irgendwann mal was anderes, aber Okay, das Ja. heißt, du hast jahrelang schon immer mindestens 3 Jobs gehabt, Ja. gefühlt? Aber warum? Weil hast du so viel Zeit oder ist dir langweilig? mir macht es voll Spaß, ganz viele verschiedene Perspektiven zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass ich quasi, oder Mhm. wahrscheinlich bei allen Menschen, dass du, wenn du nur eine Sache machst, Mhm. stehen bleibst. Mhm. In deiner Perspektive. Ich würde zum Beispiel auch hier bei uns bei der Mary Jane, wir haben ein sehr, sehr großes Marketing-Team, ja. Also ich meine, ich glaube, wir haben 5 Personen im Marketing. Ja, Das ist richtig. mit Abstand der größte Posten. Und trotzdem machen wir unsere Ads extern. Ja. Weil ich da auch der Meinung bin, dass quasi eine Person, die Werbung schaltet, Ja. fest angestellt nie so gut sein wie eine externe Person, weil die ganz anderen Einfluss hat. Weil die hat verschiedene Kunden, Ja. die sieht verschiedene Sachen, macht Weiterbildung oder mal die Person wird ausgetauscht, weil Ja. die Kunden hin und her tauschen oder so. Das, ja, genau. Also ich will einfach versuchen, immer viele Eindrücke zu bekommen. Also warst du als Kind auch so? Also, dass du immer, sage ich mal, neue Perspektiven, Neues Ja, lernen wolltest und immer als Kind, ich habe Fußball gespielt, Handball gespielt. Ich war zwischendurch beim Basketball und beim Volleyball auch angemeldet. Habe so Tischtennis auch versucht und war richtig lange im Deutschen Roten Kreuz angemeldet. War da sogar im Vorstand von unserem Kreis dort. Krass. Und habe Musikinstrument gelernt. Ich habe so eine türkische Laute angefangen zu lernen über Jahre, war 2-mal die Woche dort noch. Also ich war eigentlich nicht zu Hause als Kind. Du ja. warst fast nicht zu Hause, du warst draußen, aber Immer. hast du dich immer selbst überall angemeldet? Weil ich kenne es ja, meine Eltern sind ja Ja. auch nach Deutschland gekommen, aber die kannten ja so gesehen nichts. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, musste ich mir ja selbst. Ja, natürlich. Das heißt, du bist in die Ja. Schule gegangen, hast rausgefunden, oh, ich kann da Basketball, Also Fußball war normal, Fußball war von vornherein klar. Ja. Du bist türkische Gastarbeiterfamilie, du spielst Fußball. So, das war cool. Und es war auch genau richtig so, als Bambini angefangen, als kleines Kind da Fußball zu spielen und habe dann aber tatsächlich auch als Fußballspieler trotzdem noch als Trainer gearbeitet und habe als Schiedsrichter auch gearbeitet. Ich habe einen Schiedsrichterlehrgang gemacht, habe Schiedsrichter gearbeitet, war in so einem Förderprogramm vom DFB drin. Wild. Alles in dieser Kombination und war immer aus eigener Intention. Handball genauso. Ich habe Handball angefangen zu spielen. Aber die Sachen, war das immer, hast du mal gezielt danach gesucht, so, oh, jetzt würde ich in, weiß ich nicht, DFB, weiß ich, Schiedsrichterschein machen, whatever. Das kam einfach immer zu dir. Das kam von alleine. Das ist nämlich das Krasse, weil, das ist nämlich meine nächste Frage. Viele Sachen kommen zu dir, also Menschen kommen auch zu dir, das kenne ich auch auf Events. Und gleichzeitig merke ich auch, dass du hier ein ganz anderes Mindset hast in Bezug auf das Leben. Also man merkt schon, dass du sehr viel Vertrauen in das Leben hast, dass du das Gefühl hast, immer alles läuft gut, also alles wird gut. Und ich hatte ja auch mal in einem Podcast so gesagt, ja, unser Geschäftsführer, der bleibt immer ruhig, egal wie schlimm es wackelt. Und da wollte ich dich auch fragen, warst du auch schon immer so? Also das Gefühl zu haben, alles wird gut und das Leben ist immer für dich, oder? So kann man es schon zusammenfassen. Ja. Ich habe ja so das Motto, ich sage immer, ich habe jeden Tag Geburtstag. Ja, okay, Das ist so mein Motto fürs Leben tatsächlich. Ja, seitdem du klein bist. Nee, seit ein paar Jahren. Also ich war als Kind, als ich klein war, ist schon sehr anstrengend. Also ich war so, wenn ich nicht das bekomme, was ich machen wollte, war ich richtig schlecht gelaunt. Ich war so rumgeschrien und ich war immer bekannt dafür, dass ich meine Lippe so gemacht habe. So. Weil ich habe so eine dicke Lippe, habe so richtig draufgeschrieben und bin dann wirklich stundenlang So rumgelaufen. so rumgelaufen. Wenn Menschen in der Nähe waren, teilweise tagelang, wenn ich nicht das bekommen habe, was ich wollte. Okay. Also Als du klein warst. Das war schon richtig anstrengend. Ja. Und bestimmt bis ich 18, 19 war auch. Also ich wollte dann immer das haben, was ich gerade auf der Lust habe gerade. Ja. Aber trotzdem sind ja Menschen auf dich zugekommen. Ja. Ja. Und was glaubst du, warum? Weiß nicht, vielleicht, weil ich an sich ein positiver Mensch bin. Ja. Und was meinst du mit positiv, wenn du das mal jetzt mit anderen Menschen vergleichst? Ich beschwere mich nicht so schnell. Also wenn jetzt irgendwie mal, es gibt ja Sachen, wenn es jetzt draußen regnet, Ja. doof gelaufen. So, aber Ja. es macht mir jetzt nicht den Tag kaputt. Ja. Und also einmal das quasi, dass ich nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen bin. Und zweitens, dass ich
ich glaube, ich bin ein ziemlich guter Zuhörer. Ich glaube, Menschen können sich gut bei mir öffnen und erzählen, weil ich aber auch nicht unbedingt positiv jetzt nicht die Person bin, die viel redet. Also sowas, wie wir jetzt machen, Ja, machst du würde ich selten. eigentlich nie machen. Mache ich jetzt dir zuliebe. Also, würde ich nie machen. Und bin auch quasi in so Gesprächsrunden ja oft auch nicht die aktive Person. Ja, Ich richtig. glaube, also, ja, das in der Hinsicht natürlich sehr, sehr gut, weil viele Leute erzählen dir was und dann gibt man mal schon irgendwie den einen ehrlichen Rat oder so. Ja. Aber ja, ist natürlich trotzdem jetzt nicht unbedingt eine gute Eigenschaft, würde ich sagen, immer. Du meinst im Hintergrund zu wenig sein oder reden. zuzuhören? So wenig Deep Talk machen. Hat mir Laura, meine Frau zum Beispiel, muss mir sehr lange beibringen, war immer Thema, wie man Deep Talk macht. Ja. Ich muss aber sagen, der Doug redet, also kommt auf den Tag an, aber das heißt jetzt nicht, dass, wenn er jetzt einen Tag hat, wo er viel redet, auch viel Deep Talk. Ich meine, das ist ja, uns fehlt es ja heutzutage. Und Deep Talk, vor allem wir so Frauen, wir wollen ja nicht Deep Talk nach dem Motto, also doch schon, was du so den Tag gemacht hast, aber wir wollen ja unbedingt immer so auf Emotionen. Genau. Und das Genau. ist, das ist natürlich für Männer nochmal schwierig und das verstehe ich auch, weil teilweise ja so alte Dogmen noch mit Männer weinen nicht, Männer haben keine Gefühle und whatever. Und die zum einen erstmal zu fühlen und zu wissen, was ich überhaupt fühle und das in Sprache zu bringen, ist halt nicht immer easy. Und das ist so der Deep Talk, den Frauen immer wollen. Das ne? check ich auch. Und ich weiß auch, dass bei ganz vielen Männern das Problem ist, aber ich würde sagen, nicht, dass ich quasi diese Problematik habe, mit kann mich nicht öffnen, sondern ich glaube, ich bin ein emotionaler Mensch, aber ich bin nicht in diesen Sachen so emotional. Also ich fange an zu weinen, wenn eine Person gegenüber von mir weint oder so. Ja. Eher so, weißt du? Aber ich selbst bin eher an sich nicht so krass emotional. Und deswegen fällt es mir schwer, manchmal Deep Talk zu führen. Ach so. Für mich sind Sachen oft nicht so deep. Ja, weil, und da kommt's wieder, weil ich schon checke, dass dich nicht so viel aus der Ruhe bringt. Wo andere Leute schon sagen, das wird sie emotional aufwühlen und das geht doch nicht und dies und das, ist für dich so, ja, es passiert, ist so okay. Und da frage ich mich schon, ob du das schon immer hattest, weil du ja eigentlich meintest, gerade als Kind warst du schlecht gelaunt, wenn du was nicht bekommen hast. Ja. Aber irgendwann musste ja dieser Moment im Leben kommen, wo du schon gecheckt hast, krass, es ist eigentlich alles, egal was passiert, alles ist okay. Das ist ja schon dieses Mindset, was du hast, weißt du? Ja. Ich meine, es gibt viele Menschen, die sagen, meine Chefin hat das gesagt, mir ist dann das und das passiert, ich wurde gekündigt, ich habe 10.000 Euro verzockt, weißt du? Und wenn dir sowas passieren würde, was wäre denn deine Reaktion? Du denkst dir doch. Ich finde, es kommt drauf an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gekündigt werden würde, weil ich mache einen schlechten Job, dann gut, also dann zu Recht. Also, ich bin der Meinung, alle Sachen, die ich mache, auch wenn ich diese Projekte habe, ich meine, ich habe einen festangestellten Job. Ja. So, wo ich sehr flexibel bin in allem, was ich mache, weil sie ganz genau wissen, dass ich trotzdem alles richtig, also alles gut mache und besser mache als eine Person, die sich da hinsetzen würde, 40 Stunden und am Schreibtisch sitzt. Ja. Weil das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, mit Menschen reden und Visionen erzählen. Und also ich bin der Meinung, alles, was ich mache gerade, mache ich besser als die meisten anderen Personen zumindest. Und deswegen habe ich da keine Emotionen zu. Also wenn ich jetzt von dir Ärger bekommen würde für eine Sache, die ich bei der Mary Jane falsch mache und die ist mein Fehler, dann wäre ich sauer auf mich. Voll. Aber wenn es nicht in meiner Hand liegt und ich habe alles richtig gemacht, dann wäre es mir egal. Dann hörst du dir praktisch richtig gemacht. Genau, dann würdest du dir praktisch anhören, was ich zu sagen habe, es macht nichts mit dir und dann kannst du das bei mir stehen lassen in dem Sinne. Ja, weil es ist objektiv. Also es ist quasi kein subjektiver Fehler. Ich habe jetzt nicht versagt, weil ich irgendwie. Aber das ist ja krass, weil viele Menschen lassen sich ja schon von der Außenwelt, sei es Kommentare von Menschen oder äußeren Umständen, triggern in dem Sinne. Ja. Würdest du schon sagen, ich fühle da schon Wut oder so, aber dann lasse ich sie gehen? Oder sagst du, das ist von vornherein, nee, ich kann schon den Menschen da oder die Aussage oder was mir passiert da stehen lassen und ich bin halt so in mir geruht? Tatsächlich bin ich eher in mir geruht. Ich fühle eher so Wut und Enttäuschung und Emotionen, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Eher so in dem Fall. Wenn jemand anderes sozusagen. Wenn jemand keine Anerkennung bekommt oder oder ungerecht behandelt wird, dann. Okay, und was ist so dein Tipp? Ich sag mal, du hast ja auch viele Leute in deinem Umfeld, die anders sind als du. Also die schon
weiß ich nicht, schneller gestresst sind oder sich triggern lassen und solche Sachen, was würdest du denn den Menschen raten? Damit sie diese Ruhe in Das sich sind, finden. das sind ja oft Personen, die auch ADHS haben. Und weil ich weiß es, weil tatsächlich eigentlich jede Person, mit der ich arbeite, hat ADHS oder ist generell sehr aktiv in Ja, den ja, Sachen, die sie macht. genau. Und ich bin so das Gegenpol. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis. So, wenn man etwas macht, sich eine zweite Person zu suchen, die Ruhe reingibt. Ja. Die Ruhe ausstrahlt. Ja, Und die weil diese Aktivität ist ja sehr gut. Ja. Ich glaube, wenn du ADHS hast oder eine ähnliche Erkrankung und du bist sehr aktiv, kann man, wenn man, also ich bin kein Mediziner, weiß nicht, aber Ja. ich habe das Gefühl, dass immer die Personen, die ich kennengelernt habe, sind ultra kreativ gewesen. Oder Ja. krass in dem, was sie gemacht haben. Oder hatten irgendwie eine gewisse Art von Inselbegabung Ja. in manchen Sachen. Talente, die ich nicht habe. Ja. So. Aber ich habe auch mal das Gefühl gehabt, dass sie, wenn ich dann mit dabei war, sie diese Talente besser nutzen konnten, konnten weil ich sie einfach nicht. mehr Ruhe gegeben habe. Okay. Und was ist mit den Menschen, die jetzt, die wirklich im Alltag sich triggern lassen von jemand anders, also wo die dann wütend sind oder denen was passiert, womit sie emotional nicht klarkommen? Was ist so dein Tipp, wo du sagst, mach das und dann wird dir es einfacher fallen, bei dir zu bleiben oder in deine Ruhe zurückzukommen, weißt du? Hast du da so einen Tipp? Ähm, Zum Beispiel mit Laura, bei deine Laura, Frau. Die ist komplett am Ausrasten und tut sie hart aufregen. Welchen Tipp gibst du ihr dann, damit sie sagt, okay, eigentlich ist nicht so schlimm? bei ihr mache ich das Gefühl immer falsch, weil ich dann versuche immer zu helfen. Aber genau, ich glaube, das ist der Fehler. Also im Endeffekt, Ach so. ich glaube, wenn man so aus der Ruhe kommt, dann braucht man Ruhe. Ja, okay. Dann einmal kurz selbst irgendwo hin, Ruhe haben, vielleicht ein Check-up machen, Ja. meditieren oder Musik laut machen oder die Wut rauslassen. Diese Sachen, aber alleine. Ich glaube, du brauchst keine zweite Person. Das ist das, was ich auf jeden Fall bei Laura gelernt habe. So. Weil wenn ich dann da bin Ja? und also entweder ich bin dann da und bin also Best Case wäre, ich stehe dann da und bin einfach nur da und helf dann kurz, aber ich stehe nicht im Weg. Ja. Wenn ich mal versuche zu helfen oder irgendwie, sie regt sich über ein Thema von der Arbeit auf Ja. und ich gebe ihr einen Tipp und sage, mach doch so und so, dann habe ich zu Recht verloren. Ja. Dann habe ich zu Recht verloren. Und das mach ich leider manchmal und das ist auch so, aber es macht keinen Sinn, weil in dem Moment will man ja keine. Nee, keinen man Tipp will haben. kurz alles rauslassen. Genau. Okay. Ich glaube, das geht ziemlich alleine auch. Besser hat man so zu Hause so ein Zimmer. wo man so Also Sachen das kaputt machen kann. praktisch, wenn man merkt, irgendwas regt auf, statt das irgendwie so blind rauszulassen, sich schon den Moment nehmen und sagen, okay, jetzt nehme ich mir die Ruhe, alles mal rauszulassen, bewusst, was jetzt da ist, Musik anzumachen, whatever, Ja. und dann nochmal Und einfach Reset. gucken, ist es jetzt wirklich so viel wert, sich so aufzuregen, den Tag kaputt zu machen? Ja. Weil das ist ja meistens das Ding. Man regt so auf und dann ist der ganze Tag kaputt. Ja, das stimmt. Hm. Und bei dir ist ja jeden Tag dein Geburtstag. Deshalb Jeden lohnt Tag sich nicht Geburtstag, mehr. Man deswegen will darf ja man noch es nicht. Kerzen auspusten und Geschenke bekommen. Ja, das ist ein Genau. mega gutes Mindset. Und das heißt, du hast von vornherein immer schon mehrere Jobs gemacht. Du suchst Ja. immer diese Abwechslung. Du bist auch ein Mensch, dadurch, dass du so in sich geruht bist, kommen halt auch viele Menschen zu dir. Das heißt, du lernst viele Menschen kennen. Viele Möglichkeiten öffnen sich dir und du suchst dir das aus, worauf du Bock hast. Ja. Und das Interessante ist aber, wie bist du denn letztendlich zur Mary Jane Berlin gekommen? Das ist die Story, als ich die gehört habe, ich fand die. Das Ding ist ja, ich hab, glaube ich, jede Woche kommt irgendjemand mit einer verrückten Idee zu mir und ich muss schon sehr hart bleiben und Nein zu sagen. Ja. Manche sagen, klingt cool, aber ich habe natürlich gewisse Kapazitäten und mir ist mein Privatleben trotzdem sehr wichtig. Und Du schläfst ja auch viel. Du schläfst ja jetzt nicht 4 Stunden. nee, ich versuche schon mal 8 Stunden am Tag zu schlafen. Und das ist auch ein Tipp. Ja. Ausgeschlafen sein hilft, um nicht gestresst zu sein. Ja. Nee, ich bin zu Mary Jane gekommen und zwar ich war mit Vincent unterwegs. Ja. Vincent und ich kannten uns aus Mainz-Wiesbaden. Ja. Und ich bin nach Berlin gezogen und irgendwie 2 Wochen danach war er zufällig in Berlin. Ja. Wir waren unterwegs. Und er wollte mir Duck und seinen Cousin vorstellen. In deren Shisha-Bar damals. In Luft und Liebe. Ja. Und da sind wir in die Shisha-Bar gefahren und haben die beiden haben die beiden da kennengelernt. Ja. Und haben gequatscht und Duck hat so gefragt, ja, was mache ich? Ich habe so erzählt, das und so. Was hast du damals gemacht? Da, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich es war Pandemiezeit, es war kurz danach, quasi kurz nach Pandemie. Und ich hatte davor mit mehreren GesellschafterInnen
eine Corona-Test- und Ja. Impffirma gegründet. Das auch noch. So. Das gab es auch noch. Ja. Und die tatsächlich ziemlich groß. Und wir hatten damals das größte privat geführte Impfzentrum Deutschlands. Crazy. Bis zurück, also Dinge geschehen. Aber hatten auch eine ziemlich gute Struktur. Wir hatten einen richtig krassen Arzt dabei, einen richtig krassen Anwalt in der Firma, plus noch jemand aus der Veranstaltungsbranche, jemand aus der Personalbranche. Also Da hast du auch safe richtig gut Geld verdient, oder? es war cool, natürlich. Also ja, du arbeitest schon aus ja. Spaß in dem Sinne. Ja. Also Okay. da war natürlich, ich hatte halt die ganze Veranstaltungsbranche war ja tot. Ja, tot, genau. Ich konnte nichts machen und Und dann kam das natürlich zu dir wieder. ich habe damals, also noch viel früher, so, jetzt wird spannend. Und zwar, ich habe diese Testzentren-Sache gemacht gehabt und davor war aber so, beim Corona-Lockdown, ich konnte nicht arbeiten. Ich hatte damals meinen Job in der Medizintechnikfirma aufgegeben gehabt Ja. und habe dann angefangen, um irgendwie Geld zu haben für die Miete und so oder ein bisschen was zu verdienen, habe ich angefangen für Jakob Maltmus, den kennst du auch, glaube ich. Wer ist das? Der von Happy 420, der mit Marvin Gaye diese Cannabis-Firma hat. Boah. Der auch diese Trip Expo jetzt macht. Okay. Also nicht nur vielleicht vom Namen her, aber nicht, wie aussieht. Mhm. Ich habe angefangen für ihn, weil er damals so eine Supplement-Firma gemacht hat. Ja. Er hat so Vitamin-D-Tabletten und irgendwie so Hölzer, die man anzünden konnte. Ja. So Sachen halt quasi angefangen zu verkaufen in einem Store. Und ich habe für ihn in Wiesbaden auf dem Wochenmarkt zweimal die Woche morgens Produkte verkauft. So CBD-Öl und so verkauft. Ja, auf Märkten. Auf Märkten, auf dem Wochenmarkt. Ich habe so in Wiesbaden morgens vor 6 Jahren, ich wurde so komisch angeschaut, CBD-Öl verkauft auf dem Wochenmarkt. Bin dann morgens um 4 Uhr hin, habe aufgebaut, ab 6 Uhr ging es los, habe so CBD-Öl und so Mandelmus. Ich habe so frisch Mandelmus gekauft. So. Das habe ich für ihn verkauft. Und da kam Vincent da vorbei. Ist er am Wochenmarkt, war shoppen. Und die kennen sich auch gut. Und hat so gefragt, wir haben so ein bisschen Quatsch, haben uns kennengelernt da auf dem Wochenmarkt. Der kam da so jede Woche vorbei, hat Hallo gesagt. Und da kam schon eine Idee auf mit diesem Corona-Test-Center. Noch ganz, ganz viel früher, bevor diese ganzen Skandale und kostenlosen Testen so kamen. Wir haben an Weihnachten, ich glaube 2020, Leute getestet, damit sie bei ihren Familien sein können. Und wir haben, dadurch, dass wir so früh dran waren, haben wir die Impfdokumentation, also die ITler, die diese Software gebaut haben, die durften nicht von zu Hause aus arbeiten wegen Datenschutz. Ja. Und die haben wir getestet. Und dadurch wurde dann so, wir haben jeden Tag getestet, dann irgendwie morgens vor der Arbeit. Und dann haben wir angefangen, so Seniorenheime zu testen. Und wir haben angefangen, so VIP-Testung zu machen. Wir haben so ganz, ganz viel für Film und Fernsehen und für Politik und so. Wirklich so für so Bundespräsidenten und so. Da haben wir die ganze Zeit Tests gemacht. Mein Geschäftspartner ist ständig irgendwie nach Mallorca geflogen, hat dann da irgendwelche VIPs für Germany's Next Topmodel getestet und so. Okay, krass. So, also damit haben wir angefangen. Ja. Und irgendwann kamen diese Tests und dann kam das Impfzentrum, alles so dran. Okay. Dann habe ich das verkauft. Ja. Also habe meine Anteile verkauft, weil ich da keine Lust mehr hatte, weil ich konnte wieder Veranstaltungen machen. Ja. Und habe dann derzeit Duck kennengelernt. Und dann haben wir gequatscht in der Shisha-Bar. Ich habe erzählt meine Lebensgeschichte, was passiert. Er so, er macht die Mary Jane. Ja. Das war jetzt genau vor 6 Jahren wahrscheinlich oder vor 5 Jahren oder so. Ja. Und ich kannte die Mary Jane gar nicht, tatsächlich. Ja. Dann habe ich so erzählt gehabt, voll cool und so. Haben ganz lange drüber gesprochen. Ja. Ich so Nacht bis 3, 4 Uhr nachts, glaube ich. Ja, zu zweit. Zu zweit, Vince immer noch da. Okay, zu dritt, ja. Und dann bin ich nach Hause, wir haben Nummern ausgetauscht. Ja. Am nächsten Tag um 11 ruft Duck an und sagt, hey, ich treffe mich in einer Stunde mit Roberto von Pure Rice und mit Marvin Gaye. Ja. Komm mal vorbei. Ich so, ja klar, warum nicht? Voll cool, ich bin neu in der Stadt, ich kenne noch niemanden. Ja, so. Ich will Leute kennenlernen. Was will ich mehr? Pure Rice kannte ich natürlich. Du bist da schon nach Berlin gezogen? Ich bin vor 2 Wochen davor nach Berlin gezogen, glaube ich. Einfach so? Wegen Vincent war das, ne? Nee, ich bin nach Berlin gezogen wegen Laura, im Endeffekt. Okay, da kommen wir noch Es später. war irgendwann der Plan, dass ich schon nach Berlin ziehe, habe aber eine eigene Wohnung geholt. Okay. Und dann bist du an dem Tag praktisch, weil du dachtest, okay, ich kenne niemanden, dann gehe ich halt mit. Genau. Mit einem Typen, den ich einen Tag davor kennengelernt habe. Ja. Nachts in der Shisha-Bar. Ja. Und dann? Was ja auch nicht mein Film war. Ich war Nee, du brauchst nicht mal. Genau. Und dann bin ich dahin. Dann waren wir essen, direkt gegenüber bei euch bei der Wohnung. Ja. Und Duck stellt mich so vor und sagt, hey, übrigens, das Ersin, der macht jetzt unser Festival. Ich gucke ihn so an, guck da vorne und sage, ja, genau. Ja. Ey, das ist einfach voll. So habe ich angefangen. Also, aber ich check das nicht. Guck mal, du hast Duck einen Tag davor kennengelernt. Mary Jane. Nicht mal 12 Stunden davor. Ja, nicht mal 12 Stunden. Du hast Mary Jane Berlin das erste Mal gehört. Wusstest du überhaupt, dass wir ein Festival hatten? Nein.
war ja auch Okay. nicht so richtig. Also, Ja, es Ja. war ja Messe, Konferenz und Festival, aber Festival war kleiner. So, dann gehst du am nächsten Tag zu diesem Meeting. Kanntest du ProRise? ich kannte die Marke. Okay, du ja, kanntest die schon mal Marke gehört. Ich und kannte Marvin Gaye natürlich, weil ich als früher seine Künstler. Musik gehört habe. Okay, und dann redet ihr einfach, Duck sagt, hier, ich habe meinen Bro mit, so in Klammern, den ich nicht mal 12 Stunden davor kennengelernt habe. Und der sagt dann einfach aus dem Effekt, keine Ahnung, das muss ich ihn auch nochmal fragen, warum er das gesagt hat. Übrigens, dass er sieht und er macht unser Festival. Ja, Und du sagst einfach ja. und wir haben nicht drüber gesprochen. Ich check das, Davor. aber also du, warum hast du ja gesagt? Du hast doch Keine Ahnung, gesagt, Dinge ey, ja. geschehen. Okay, du hast einfach angenommen. Also du bist auch so ein Mensch, du nimmst die Dinge an im Leben so, wie sie sind. Ja, weil hat sich voll cool angehört. Achso, okay. Ja. Okay. Dann hast du ja gesagt und dann haben die da irgendwelche Fragen gestellt zum Festival und du hast die einfach Ich hab beantwortet. einfach mir was ausgedacht. Dann haben wir darüber gesprochen, weil es ging darum, dass ProRise quasi das Festival sponsern sollte. Genau. Und Marvin ja auftritt und so. Ja. Haben wir ganz viel darüber gesprochen. Und dann, Okay, und dann war das. Dieses Meeting war vorbei und dann was hast du zu Duck gesagt? ich mach das. Aber, Ich nur gesagt, ich mach das, ich kümmere mich drum. So, dann haben wir einen Tag später nochmal telefoniert. ja? Dann hatten wir damals, ich komme jetzt verrückt, wir hatten insgesamt 10.000 Euro Budget für das ganze Ding. Ja? Ich meine, es war ja noch in der Arena. Ja. Und Festival hatte nicht das Budget. Dann habe ich Nee. für 10.000 Euro habe ich dann dieses Festival geplant. Mit Acts, mit Anlage, mit Technik, habe alles selbst gemacht. Ich habe dann mit Laura und ich haben da den ganzen Artist-Care gemacht, die Einkäufe und alles drum und dran. 2000, welches Land? 2021 oder 22? 22, glaube ich. Okay, wild. Ja. Also, Ja, nee, 21. 21. ja, Ja. du hast praktisch, Duck hat in einem Affekt gesagt, übrigens, er macht das, du hast ja gesagt. Einen Tag später, also dann habt ihr besprochen, dann hast du mitbekommen, was für ein Budget überhaupt dahinter ist und dann hast du gesagt, ja, okay, ganz schön, Wird schon. Für mich war das eine coole Sache. So, für Okay. mich war es ein perfekter Eintritt nach Berlin. Spannendes Projekt. Ich meine, da waren damals schon wie viel? 30.000 Menschen. ja. Riesenveranstaltung. Und das war dann 2021 die Ja. Messe, wo du Ja. das Festival. Und genau, und dann hast du, das lief ja auch sehr gut, dann hast du praktisch jedes Jahr immer. Genau. Dann habe ich jedes Jahr, und dann habt ihr mir jedes Jahr ein bisschen mehr Budget gegeben. Ja. Wir haben ja auch, witzigerweise, wir haben beim ersten Mal, wir haben nie über Geld gesprochen. Ich schwöre, Wir haben nie über Geld gesprochen. Ich habe einfach gemacht. Für mich war kein Thema. Wie gesagt, ich habe natürlich mir geht's gut, aber ich habe diese Intention nicht. Wir drei, wir haben noch nie über Geld verhandelt. ich check das bis heute nicht, weil wir machen dann das Event und dann Duck sagt, übrigens, Ersin, ich überweise dir das und du sagst immer, ja. Naja, beim ersten Mal war das so, dass wir nie über Geld gesprochen haben. Ja, hey, was hat denn der teuerste Eck gekostet? Da habe ich halt Summe X gesagt. So. Ja? Du sagst, stell mir das Rechnung. Und da habe ich gesagt, nein. Er sagt, warum? Wir haben kein Geld ausgemacht. Er so, doch, mach das. Dann Aber du, habe ich die Rechnung gestellt ja? und dann habt ihr aber nochmal gesprochen Ja. und gesagt, das ist zu wenig. Und habt mir mehr überwiesen. Und dann musst du die Rechnung nochmal anpassen. Ah, okay. So war das damals. Dann hast du, Duck und, weil wir beide kannten uns noch nicht so richtig. Nee. Und, aber ihr beide habt gesprochen, dann hast du ihm gesagt, das ist zu wenig, was ich bekomme. Ah, crazy. Ja. 2021 war es. Ja, ich check das Dann nicht, hat weil Duck das einfach heißt, mehr Geld überwiesen. Also Ja, dann musst du und die ich musste die Rechnung Ja, anpassen. wegen Ich konnte mich Buchhaltung. nicht wehren. Ja. Okay, wild. Das heißt, du dachtest, aber warst du dir sicher, dass du entlohnt wirst oder warst du, ich will es auch for free machen? Ich hätte es for free gemacht. Ah, okay. Und dann hast du ja Jahr für Jahr immer, das Festival wurde mehr, das Budget wurde mehr. Hast du denn immer neu mit Duck verhandelt oder war es dann für dich auch wieder so? Bevor ich überhaupt verhandeln konnte, kam Duck meistens schon. Immer mit einem sehr fairen Angebot tatsächlich. Ja, aber das Verrückteste ist ja, dass das kommt ja immer nach der Messe. Du tust ja, damals hast du ja mal ein Jahr gearbeitet, ohne irgendwas zu verhandeln oder festzulegen. Warum eigentlich nicht? War für mich kein Tipp. Ich wusste, bei euch wird fair sein. Ah, okay, das war so dieses Vertrauen Ja. in uns Ich war mir zu 100% sicher, es wird immer fair sein. seit der ersten Messe. Ja. Okay, krass. Weil das finde ich Okay. immer noch lustig. bis heute. Okay, dann du hast das Festival echt groß aufgezogen, du hast immer neue Künstler akquiriert. Und hast du dann immer aus deinem Netzwerk damals diese Künstler für Mary Jane? Ja, am Anfang sehr viel. Es gab natürlich so einen Grundstamm an Künstlern, die halt Ja. jedes Jahr auftreten. Ja. Sowas wie Marvin Gaye, Plusmacher, Antifuchs, Mama Ganja und so, die gab es ja schon immer. Ja. Und ich habe dann halt versucht, immer so diese Acts, die normalerweise nicht bei uns auftreten, über mein Netzwerk Ja. irgendwie zu akquirieren. Weil wir auch kein Budget hatten dafür. Also wir Ja. sind ja immer noch hauptsächlich eine Expo gewesen damals. Ja. Das heißt, da war kein Budget mit. Ich glaube, als ich angefangen habe, war der Eintritt 12 Euro, 15 Euro. Ja. Also unmöglich. Also, dass das überhaupt funktioniert, war Ja. verrückt.
Und genau, übers Netzwerk, was halt ziemlich gut geklappt hat, weil ich hatte natürlich einmal meine Veranstaltung und mein Booking Ja. und Management als Das hast du immer Thema. noch weitergemacht. Genau, Okay. wo ich sehr viele Leute kennengelernt habe. Ja. Dann übers Ticketing natürlich sehr viele Menschen, die ich kennengelernt habe, plus über Mary Jane sehr viele Menschen, die ich kennengelernt habe. Und das klingt ja voll spannend für die Leute. So, Ja. diese Kombination, ich meine, am Ende muss man ungefähr sagen, gefühlt jeder Mensch kifft auf dieser Welt. Ja. Egal wo, vor allem in der Kreativbranche, in der Musikbranche. Ja. Das heißt, in diesem Musikding ist es voll das Thema. Ja. Und andersrum genauso. Ja. Und alle verkaufen irgendwo Tickets. Diese Kombination ist halt einfach. Ja, okay, krass. Ja, darüber habe ich noch nie Ja. nachgedacht. Okay, krass. Und dann warst du Teil des Mary Jane Teams, weil Duke das beschlossen hat und du Ja. hast einfach mitgemacht. Ja. Und letztes Jahr bist du dann ja Geschäftsführer geworden. Ja. Man muss aber sagen, dass davor gab es, die ersten Jahre gab es ja nicht mal ein Büro. Nee. Es gab ja nur euch beide und Dagmar. Ja. Und es gab kein Büro. Nee. Dann gab es ja vor 2 Jahren erstmal ein Büro oder vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal. Ja. Und selbst da war ja noch alles irgendwie ziemlich entspannt. Und Ja. ich habe mal ein Festival gemacht, da haben wir uns irgendwie einmal im Monat getroffen. Und Ja, das stimmt. Und dann wurde es ja erst, dann haben wir uns ja erst öfters gesehen, als es dann darum ging, neue Leute einzustellen. Ja, genau. So Weil du sowas kannst ja mal Leute, die Genau. irgendwie Im arbeiten. Endeffekt ist ja quasi fast jede Person, die bei uns arbeitet, Es kommt über dich. ja genau, Ja. zufällig über den Weg gelaufen. Ja, immer. Es war ja nie, also wir haben ja Ja. nie ausgeschrieben. Es war immer Immer im richtigen Moment. Ja, Immer aber im ich glaube, richtigen das ist bei dir. Ich sag ja immer, das, was du aussendest, das bekommst du zurück. Und du bist halt ein Mensch, du bist immer in dich gut, du bist immer positiv, egal was bei dir Ja. passiert. Und deshalb kommt alles, was du brauchst, automatisch zu dir. Das ist ja dieses, viele Menschen checken es ja nicht, dass Fülle nur zu dir kommen, wenn du selbst Fülle lebst. Ne? Und das ist, glaube ich, das Ding. Ja. Das heißt immer, ich wusste, wenn irgendwas ist, wenn wir jemanden gesucht haben, war auch immer so, in dem Moment kannten wir keinen, aber wir wussten, ja, über Ersin, die kommt schon. Ja. Und da hast du praktisch die ersten Mitarbeiter akquiriert und da hast du gemerkt, okay, jetzt, da wirst du jetzt mehr machen bei Mary Jane, ne? Ich habe da dann immer noch erst hauptsächlich Festival gemacht und ich Genau. war aber natürlich halt immer beratend zur Seite. Also ich war ja immer, Ja. egal bei was ist, habe ja immer geholfen und bin Ja. auch mit Duck oft zu Kundenterminen oder so. Ja. Diese ganzen Sachen schon, aber war ja trotzdem immer eher im Hintergrund. Ja, richtig. Und dann aber, letztes Jahr, wo Duck und ich dann rausgegangen sind aus dem operativen Geschäft, hat er dich ja gefragt und das war lustig, weil, Naja, er hat nicht gefragt. nein, was babelst Er du? hat nicht gefragt. Oh, guck mal, also erstmal muss ich sagen, ich bin ja raus aus dem operativen Geschäft zuerst, weil ich meine Fehlgeburt hatte und ich wusste, Duck wird auch raus. Also ich habe ja manchmal so komische Vorahnungen, die dann aber Realität werden und ich wusste, er wird auch raus, obwohl in dem Moment er noch gar nicht raus wollte. Und ich wusste, in dem Moment, wo er rausgeht, du wirst es. Das war auch bei mir schon so gezettelt, ne? Und ich weiß nicht, 5 Monate später hat er irgendwann ja auch gesagt, er geht raus, um seine eigenen Projekte zu realisieren und dann bist du ja der Neue geworden. Aber okay, jetzt brauche ich die Story. Wie ist es passiert? Weil du ja meintest, du wurdest nie offiziell. Naja, das Ding war ja quasi, es war ja so, dass du dann raus bist und Dagmar auch raus ist. Mhm. Und dann gab es ein Meeting. Da glaube ich im Urlaub. Also ich glaube, ich war im Urlaub, habe ich dazugeschaltet oder Ja? so. Oder ich weiß noch, wie irgendwas hat Freddy geschrieben, irgendwie herzlichen Glückwunsch oder so. Das ist echt Sag, ja, warte einfach auf den Call ab. Ja. Okay, und dann? Und dann haben wir unser Meeting gehabt mit allen und da hat Duck gesagt, ja, übrigens, Ersin ist jetzt der neue Chef. Aber er hat dich nicht mal gefragt davor, ob du es Nein. willst. Nein, aber ich glaube, es war bei Duck und nicht bei allem so im Endeffekt. Ja. Würde Duck das nie sagen, wenn ich es nicht machen würde. Ja, das stimmt. Wollen würde, ja. Und war auch so. Es war keine Frage für mich, weil im Endeffekt, ich war ja sowieso schon in dieser Position, dass quasi nach euch ich da irgendwie, ihr sehr viel Vertrauen zu mir hattet und ich glaube, ihr auch das Gefühl habt, dass ich werde euch nie bescheißen. So. Ich werde halt Ja, das stimmt. immer ehrlich sein. Und deswegen, und es war nicht viel anders, weil im Endeffekt, wir haben ein tolles Team da. Ja. Alle machen einen krassen Job. Ja. So. Meine Hauptaufgabe ist ja tatsächlich zu gucken, dass alle happy sind und Ja. dadurch ihren Job gut machen. Ja. Und quasi kontrolliere abends, also das kontrolliere, wir machen dann unsere Meetings und dann schauen uns die KPIs an. Ja. Und die Verhandlungen mit der Messe und mit den Dienstleistern zu führen. So. Und da habe ich ja viel, dadurch, dass ich das Festival gemacht habe, habe ich ja vorher schon die ganzen Ja. Techniksachen gecheckt. Ja. Ich war bei der Messe schon dabei. Und dadurch, dass ich die meisten Leute ja privat sehr gut kenne und mittlerweile mit allen auch befreundet Ja. bin, war ich immer offenes Ohr für die. Ja, Weißt du? okay. Und ich frage mich Das ja war trotzdem, Das ist weil für mich du kein hattest, Unterschied. ja, kein Unterschied, aber trotzdem hast du ja deine 4 Jobs nebenher Mhm. und du wusstest ja jetzt, okay, wenn ich ja der Chef werde,
wird das jetzt zeitintensiver? Also was? Ich habe mich bei manchen Sachen getrennt. Also ich habe mich Ah, tatsächlich in der Zeit dann auch eine neue Agentur aufgemacht mit Geschäftspartnern hier in Berlin, ja, eine Booking-Agentur, ja, die hier auch ein sehr großes Festival machen in der Nähe. ja, Hive Festival heißt das. Und habe mich von der alten, die damals noch in Spanien war, der Besitz war in Spanien, da getrennt und habe sehr, sehr viele also ich betreue jetzt, glaube ich, wie gesagt, 2 Acts im Management ja, und ich glaube noch zusätzlich 4 weitere im Booking. ja. Das war's. Ich habe davor bestimmt 20 Acts gebucht. Ah, Ja. okay, das heißt, du hast ein paar Acts losgelassen in Ich habe dem mich da Sinne? hingehockt und erstmal überlegt, hey, auf was habe ich denn wirklich Bock? Weil natürlich wollte ich das machen so. Ja, Will aber nicht meine anderen Projekte liegen lassen, ja, weil ich dieses Booking-Management-Thema über alles liebe, ja, meine Passion ist und auch dieses Ticketing-Thema aber wirklich was Gutes ist. Das ja, ist für diese Industrie, für diese Kreativbranche wirklich unfassbar wichtig ja, und die Firma, für die ich arbeite, ist einfach ohne Investoren, ist gut. ja, Weißt du, ich habe schon meine Werte, die ich irgendwie ja, ja, beibehalten möchte und bin dann ich habe so geguckt gehabt, was ist nicht mehr, was ist nichts für mich. Und da hatten wir mal drüber gesprochen gehabt, weil du hattest mir mal gesagt gehabt, weiß ich noch, du hattest mir mal gesagt gehabt, man muss generell bei allen möglichen, auch bei Freundschaften und so, mhm, überlegen, macht man das jetzt noch, weil man schon immer befreundet ist zum Beispiel, ja, ja, oder ist es wirklich noch eine Freundschaft? ja, Und genau bei Berufsthemen. So, das hast du mir damals gesagt gehabt. Und genau das habe ich dann quasi mich hingehockt, ja. habe ich nie erzählt, glaube ich, aber habe ich dann da hingehockt, habe Also. drüber nachgedacht und genau, die Entscheidung getroffen, welche Sachen mache ich nicht mehr. Und habe auch ganz, ganz viele kleine. Ich habe damals immer noch so aus Spaß ab und zu mal in der Gastro gearbeitet oder so. Weil es macht Spaß. Ja, ja, ja. Also, Du machst halt das, geben worauf du Menschen halt Spaß Kraft. hast. Mir geben Ja, Menschen Kraft. ja, So. Und auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und in der Gastro war immer so, du kommst automatisch in Kontakt. ja, Hab dann sowas gelassen, hab so extra Aufträge gelassen, ja. genau. Ja. Crazy. Und dann bist du Chef geworden und ich finde, du machst auch richtig gut. Ja, und das ist wirklich so, weil wir können dir einfach blind vertrauen. Ich habe dir ja wirklich alles direkt gegeben, alle Zugänge. Du hast ja alles analysiert, alles nochmal auf links gedreht. Deshalb, ja, war das für mich auch so keine Frage, dass du der Nächste wird. Aber als ich dann rausgefunden habe, wie viel du machst, dachte ich mir, ey, krass, deshalb bin ich einfach dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, Ersin, weil du ja so viele Sachen machst, aber auch du gleichzeitig sagst, das ist ein Projekt, was dir auch Spaß macht. Das Ja. ist mir so. Ich meine, sonst würde ich nicht die ganze Zeit Freunde reinholen. Ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen bei der Mary Jane, die mir wichtig sind. Also erstens ist ja das große Thema, was wir versuchen, ist, dass wir Cannabis versuchen zu normalisieren. Ja, ja. Dass quasi irgendwann, und ich bin ja selbst kein Konsument. Ja, ja. Tatsächlich, witzigerweise, konsumiere ich ja gar nicht. Ja. Also ich habe natürlich mit 18, 19, 20 mal gekifft, Ja, aber ähnlich wie bei Alkohol bin ich nicht, schmeckt mir nicht und Mhm. von Kiffen werde ich müde, von Mhm. Alkohol schmeckt mir nicht, also deswegen, ich bin da eher da nicht so komplett drin, Ja. aber trotzdem ist in meinem Freundeskreis und generell, wie gesagt, die ganze Welt kifft. Ja. So, und unser Ziel ist, dass man irgendwann draußen im Café, wenn die Sonne scheint, sitzen kann, entweder ein Aperol Spritz trinkt oder kifft oder beides, aber selbst entscheiden kann, was man macht und Ja. man nicht irgendwie stigmatisiert wird. Ja. Und Da kommt wieder das Thema Ungerechtigkeit, was Genau. ich mag. Mhm. das ist halt das Ding so. Also im Endeffekt machen wir machen ja sehr, sehr viel so Politik- und Lobbyarbeit. Das ist ja eher so das Ding. Also im Endeffekt sind wir Teil der Politik. So. Ja, genau. Weil ja. ich meine, wir machen ja Sichtbarkeit. Also alles, was wir machen dieses Jahr zum Beispiel mit Deutsche Bahn Kooperation. Du kannst vergünstigt dir ein Ticket kaufen mit der Deutschen Bahn für den Business-Tag. So. Wir sind quasi die erste, wir sind eine Cannabis-Firma, die mit der Deutschen Bahn kooperiert. Krass, aber wir haben die angefragt und die haben einfach Ja gesagt? Ja, wir haben es gut verkauft. Hat Freddy sehr gut gemacht. Krass, Shoutout an Und wir Freddy. versuchen ja sehr viele solche Sachen. Weil umso mehr wir in diesen Kontexten auftauchen von irgendwie, Ja. egal ob es jetzt Konzerne sind oder ob das Öffentlichkeit, Mhm. keine Ahnung, deswegen plakatieren wir auch so viel überall. Deswegen gibt es ja auch unser Logo überall zu sehen. Hertha-Werbung. Und das Hanfblatt. Ne? Ja, wir haben Hertha-Werbung, aber wir haben ja auch überall Plakate mit einem Hanfblatt. Ja. So. Damit es einfach normal ist, damit es nicht komisch aussieht. Ja. Das ist einmal das Ding, was mir sehr wichtig ist und deswegen ich am Start bin. Und zweitens finde ich es natürlich cool, dass ihr dem Team von der Mary Jane die Möglichkeit gibt, dass sie so flexibel arbeiten können, ihre Träume verwirklichen können Ja. und ja, wir irgendwie da hinkommen. Also im Bestfall optimieren wir das Ganze so, dass wir nur noch Menschen sein müssen und irgendwie danach entscheiden, mit den Leuten kommunizieren müssen. Ja. Alles andere aber von alleine läuft und unsere MitarbeiterInnen vielleicht nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten müssen, aber voll bezahlt werden. Also das wäre Ja. der Traum für alle. Ja, safe. Und dadurch immer irgendwie gute Energie ist. Und ja, und ich meine, das lebt ihr ja vor. Ich weiß nicht, mit Denise hat er jetzt aufgehört zu arbeiten. Ja.
Weiß nicht, ob du da die Story erzählen möchtest, wie Denise zu ihrem Studio gekommen ist und so? Ach so, ja, Das ey, jetzt, ja, ey, das ist halt das ja, beste Beispiel, finde ich. ja, das stimmt, weil Denise, also ich habe früher ganz intensiv Pole Dance gemacht und sie war damals, hat die das Studio für eine andere gemanagt und sie hat aber noch nebenher einen Job gesucht. Ich weiß gar nicht, warum sie damals, ich glaube, nur mehr Geld einzunehmen, und dann hat sie bei mir vorbereitende Buchhaltung gemacht, aber ich habe schon immer gecheckt, ey, in ihr ist wirklich dieser große Traum, eigenes Studio, und irgendwann dann hat die Besitzerin nämlich verkauft, aber sie hat sich irgendwie nie getraut, und ich habe sie jede Woche habe ich sie genervt, so, weil obwohl ich wusste, das bedeutet, dass sie nicht mehr bei mir arbeiten wird. Und ich habe gesagt: „Denise, frag doch mal, jetzt frag doch mal, jetzt frag sie doch mal.“ Und ich habe, glaube ich, sie so hart genervt, dass sie irgendwann gesagt hat: „Okay, ich frage sie jetzt.“ Und dann hat sie gefragt und dann hat sie ein Angebot gemacht. Dann meinte ich nur: „Ey, safe verhandeln, halt, was so in deinen Skills möglich sind“, weil verhandeln muss man sich auch über Jahre anlernen. Und dann meinte sie nur: „Ja, irgendwie fehlt ihr Geld.“ Und dann meinte ich so: „Ja, wie viel denn?“ Und dann habe ich einfach gesagt: „Ja, okay, nimm's einfach.“ Also, habe ich halt 'n Darlehen gegeben. Und ja, dann hat sie ihr Studio eröffnet und das ist krass. Ja, weil wir ist ja auch so wie wo wir haben ja vor Kurzem einen richtig guten Mitarbeiter entlassen, beziehungsweise, wir haben ja auch schon gespürt, hey, die Leistung lässt nach, und das war so krass, weil ich habe gleichzeitig gefühlt, diese Erfahrung wird ihn auf 'n neuen Weg bringen. Also, zu wissen, dass Menschen ihr Potenzial bei uns ausschöpfen können, aber ich gleichzeitig auch weiß, wenn wir nicht mehr Teil dieses Weges sind, dass ich auch guten Gewissens gute Leute loslassen kann, weil ich weiß: „Hey, dieser Mensch wird jetzt nicht glücklich hier.“ Also, macht ja auch nicht Sinn, wenn, er sich irgendwie zwingt, To-dos zu machen, die ihn nicht glücklich machen, und gleichzeitig was in ihm schlummert, was halt noch raus will in die Welt, ne? Das ist so, Ja. und das ist so krass, weil viele Führungskräfte, ich habe ja irgendwie Klangschalen, Session einmal für uns gemacht, und dann hat einer so kommentiert: „Ja, wenn du deinen Mitarbeitern hilfst, entspannen und in die Klarheit zu kommen, hast du nicht Angst, dass sie kündigen?“ Und ich so: „Ne, weil dann checken die doch, was sie glücklich machen, und das ist ja das, was wir wollen, weil wir das ja auch vorleben. Mach das, was dich halt glücklich macht, und nicht das, was dir Sicherheit oder bequem oder whatever“, ne? Ja. Ich meine, das ist ja das Ding. Ich meine, du gibst einer Mitarbeiterin von dir ein Darlehen, damit sie weggeht von dir. Ja, das So. stimmt. Du verlierst quasi eine sehr, sehr gute Denise war richtig gut in Die dem, was ist sie gemacht richtig gut. hat. Ja, ja, ja. Und das ist halt super inspirierend. Ja, Also, im Endeffekt hoffe ich, dass irgendwann ganz, ganz viele Firmen genauso agieren. ja. Ja, wenn die Also halt ihr Ego, ich sage mal, wenn Menschen an ihrem Ego arbeiten würden, ne? ja. Und wissen, dass, und deshalb haben wir auch nie Thema Fachkräftemangel oder so, ne? Es gibt so viele Leute, die bei uns arbeiten wollen, weil wir haben ja auch sehr spezielle Arbeitsbedingungen, ne? Das ist so, Ist halt Traumjob wir für die arbeiten, Leute. wenn wir Arbeit haben, wenn keine Arbeit, gibt's halt keine Ich Arbeit. meine, man muss sich vorstellen, dass es gibt so 'ne Policy, 3 Tage die Woche 5 Stunden im Office sein, alles andere muss halt laufen. Ja. Natürlich, also im Endeffekt, ich check schon, wenn jemand seine Arbeit nicht macht, Ja, aber auch nur die aber, Monate vor der Messe. genau, die Monate vor der Messe. Aber wenn Messe vorbei ist dann erst mal Juli, August, September gar Chill-Modus. nix. Chill-Modus. Einmal die Woche Mails checken, antworten, dies, das und so. Ja, Dann geht's Oktober ganz gemütlich los ja. bis Dezember, dann kommt Weihnachten, dann im Januar geht gar nix, weil halt einfach, also wir bereiten das Event vor. Ja, 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 ja. Event, also im Endeffekt die einzige Person, die durchgehend arbeitet 12 Monate, ist Freddy. So. Alle Shoutout an anderen haben wirklich Freddy. Ja. wunderschönes Leben. Dann Januar und dann wird's halt irgendwann 'n Stück stressiger und jetzt kommt natürlich dann halt irgendwie April, Mai, Juni Stressphase Ja, und dann ist wieder ja. Paradies. Und die Ja. dürfen, abgesehen von den Monaten vor der Messe, ja von überall arbeiten, ne? Von überall aus Also, arbeiten, genau. Homeoffice, das ist bei uns voll Genau, egal. ja. Leiste Plus halt. noch on top zu diesen freien Tagen im Sommer noch Urlaubstage Ja, das stimmt. und, Ja, ja, also für uns ist echt, Boni-Vereinbarung. ja. Komplett crazy. Also, ihr könnt nicht, das ist verrückt. Genauso, ich weiß nicht, ob das Duck dir auch schon gesagt hat, Ne, was aber denn? bei mir schon, deswegen ist es auch fest. Wir spenden ja jetzt, also wir nehmen ja 10% der Unternehmensgewinne Ja, und geben 5% den Mitarbeitenden ja. und 5% spenden wir an karitative, Vereine in Berlin. Ja, das ist cool. So. Stimmt, das hat er mir Also, gesagt. welche andere Firma in dieser Größenordnung macht das? Ja, weil wir halt Das ist komplett crazy. effizient Und arbeiten. ohne offene, also ohne, ich sage das jetzt, aber eigentlich, geht er da nicht, also, so, weißt du, er macht es einfach. Weil Ja, weil er sagt: „Wir machen das und irgendwann werden es andere Firmen kopieren.“ ja. Alles so. Und Wir 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 sind sind halt wir sind ohne Vorbild. Investoren, ne? Genau. Weil der Duck war immer so, weil er hat ja an der App studiert, und viele, haben ja große Firmen aufgezogen mit Investoren. Das heißt, du kannst schnell wachsen. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, ob er das will. Und er so: „Ne, weil dann bin ich ja nicht frei.“ Und ich habe ja eigentlich alles gemacht, Ja, um frei zu sein, weil wenn 'n Investor hast du halt 'n Investor, der dir die ganze Zeit in den Arsch tritt. Dann ja, bist du gar nicht mehr frei, ne? Hast halt ja, musst halt paar Jahre wieder für jemand anderes arbeiten. ja, Ja, crazy. Und verständlich. 'n paar Fragen gibt's schon aus der Community, die wollte ich dir auf jeden Fall stellen. Und Gerne. zwar: Ticketpreise sind gestiegen. Mhm. Warum sind die gestiegen? Kann ich eigentlich ganz klar nennen, und zwar
wir hatten davor die Jahre immer ziemlich stabile Ticketpreise und Mhm. sind 24 von der Arena zur Messe Berlin Ja, gezogen, das war wild. ohne die Ticketpreise anzuheben. Und da war schon so wir haben davor die Mary Jane in der Arena Berlin gemacht und dann zur Messe. Das ist von Kindergarten zum Hochschulabschluss gewesen. Das war komplett äh, verrückt Danke in dir. so einem Mini-Team. Ja, ey, Und also in der gleichen, jetzt arbeiten mittlerweile 12 Leute ja. bei Ist der immer Mary noch Jane. wenig für die Größe. Immer noch wenig, aber davor waren es halt 5. Ja. Und trotzdem das ganze Ding zu machen, Ticketpreise nicht hochgegangen, aber die Struktur, die Miete, alles ist explodiert. Ja. Das heißt, 24 war eigentlich aus Liebe zur Pflanze. Da Ja. war kein finanzielles Hintergrund drin. Dann lief aber 24 ja nicht so gut. Also natürlich war voll, aber Ja. wir hatten ja die Einlassprobleme samstags. Ja. Und weil halt einfach neue Location, war keiner ready für. Aber wie gesagt, lief nicht so gut. Ja. Wir mussten sehr viel zurückerstatten. War trotzdem eine tolle Veranstaltung. Alle Ja. haben gesehen, was möglich ist. Und dann haben wir angefangen zu optimieren. Wir haben alles erhöht. Also wir haben ja Technik erhöht, Security erhöht, Personal erhöht, haben optimiert. Wir haben noch mehr Fläche dazugenommen, den Sommergarten dazugenommen. Der ist Sommergarten übelst Berlin teuer. ist so teuer. Ich meine, das ist die wunderschönste Open-Air-Fläche, die es gibt. Ja. Die wird ja auch nur so 3-mal im Jahr benutzt oder so. Mhm. Oder 4-mal im Jahr darf sie nur benutzt werden. Und wir sind halt eine dieser Veranstaltungen, die wir benutzen dürfen, Ja, das ist krass. weil halt Naturschutzgebiet und Denkmal. irgendwie Denkmal. Ja, genau. das will. Aber voll krass, dass Irgendwie- sie in uns geben, ne? Ja, so. Und haben dann trotzdem 2025 die Preise nicht angehoben, weil wir der Community zeigen wollten, hey, wir machen es dieses Jahr richtig. So, es wird nichts Ja, schieflaufen. safe. Und Ja. wir werden performen mit dem vollen Bewusstsein, dass das eigentlich nicht geht. Ja. So. Und mussten dann einfach, ich meine, nach 5 Jahren gar keine Ticketpreise anheben, plus neue Location, mussten die Ticketpreise angehoben werden. Und ich check schon, dass Leute fragen, weil es früher anders war, aber wir sind ja immer noch sehr günstig. Ich meine, wir sind jetzt unter 2 Monate vor der Messe und du kriegst dein Ticket für den Freitag für 30 €, für Samstag für 40 €, für Sonntag für 22,50 €. Ja, genau. Also bei uns ist so, wir haben halt nur der Endpreis ist höher, aber an sich kannst du den ganz günstigen Preis immer noch bekommen, wenn du halt im ersten Drop im Dezember wahrscheinlich meistens kaufst, ne? Ja, also ich glaube, wir sind im Oktober gestartet oder so. Ja. Und da waren die Tickets sogar noch günstiger. Also da konntest das günstigste Ticket, was du kaufen konntest, war unter 20 €, wenn man noch so einen Gutscheincode hatte. Die ganzen Influencer, wir geben ja immer ganz viele Ja. Gutscheincodes raus. Dann warst du beim günstigsten Ticket bei, ich glaube, 18 € für einen Tag und bei, ich glaube, 55 € für alle 3 Tage. Ja. So. Also, es ist immer noch absurd. Ich meine, ihr habt das Line-up ja mittlerweile gesehen. Da Ja, spielt wir haben alles. Materia einfach. Ja. Also, da spielt Materia, da spielt Green. Wir haben 'n riesen Line-up. Wir haben so eine krasse Stage designt. Wieder danke, Freddy. Aber, weil, ich hatte so die Idee, 311. ich fand diese Stage, die wir letztes Jahr hatten, war krass. War natürlich ein Statement, weil wir davor Ja. ja auf dieser 3x6 Meter Stage alles gemacht haben. Und dann hatten wir auf einmal so eine riesige Festival-Stage, Ja. die krass aussah. Aber die war irgendwie nicht wir. Die war nicht Mary Jane. Ne. So, das war halt einfach 'ne riesen professionelle Produktion. Ja. Und dann, hatte ich gesagt: „Lass doch mal so 'n bisschen diese EDM-Festivals oder Techno-Festivals als Vorbild nehmen Ja. und 'n bisschen mehr Liebe reinbauen." Und Ja. Teddy hat da halt angefangen zu zeichnen. Wir haben so 'ne 360-Grad-Bühne Ey, mit 'nem Steg 360. davor und ganz viel Überraschungen und Wasserfall und keine Ahnung, also 'n Springbrunnen und Okay, wild. unvorstellbar. Also, am Ende ist diese Bühne Star des Festivals, glaube ich, dieses Jahr. Und Und wir haben ja auch eine Zeremonie am Freitag, ne? wir haben Freitag auch 10 'ne Jahre Special. Opening, ja genau, 10 Jahre Zeremonie haben wir. Da planen wir auch. Da ist grad Erik und Tokenbeat sitzen jetzt gerade im Studio tatsächlich, Ja? bestimmt wieder 12 Stunden und produzieren die Eröffnungszeremonie, also die 10-Jahres-Zeremonie. Das ist mega, mega krass, weil wir haben nicht nur wir haben ja eine weitere Halle, ne? Da kann man jetzt sozusagen nach links Genau. laufen. Wir haben noch einen weiteren Eingang. Wir haben Wir haben den Open Air noch mal 'n bisschen vergrößert. Ja, wir haben auch die Conference. Wir haben jetzt wirklich wir machen ja Live-Podcast dieses Ja. Jahr. Dann haben wir auch 'ne viel bessere Bühne. Also, wenn ich mir auch diese Auch Bühne anschaue, umdesignt. Die Bühne auf der Conference, die sieht tausendmal besser aus. Also, Ja. wenn ich mich daran erinnere, wie die ersten Bühnen aussahen, denke ich mir: „Boah, das sieht Ja. einfach“, also, wir haben ja wirklich wir investieren ja auch in das Event, dass es einfach mal auch alles hochwertiger wird, ne? Dass wir nicht Ja. irgendwie überall sparen müssen, sondern wirklich da hochwertige Sachen, Ja. ähm Und man muss sagen, man kann. unsere Ticketpreise, wie gesagt, du kannst jetzt noch unter 2 Monate Messe 'n Ticket kaufen, 3-Tagesticket für Ja. 75 €, wenn du 'n Gutscheincode hast, noch mal für weniger, für 3 Tage. Ja. Kannst da hingehen, du siehst heftige Acts, Ja. du kriegst Messe noch zugeboten und so. Und also, das geht eigentlich auch nur wegen so 'n Ausstellern. Ja, die So. sind krass. Das ist nicht, also wir haben die ganzen Aussteller, die zahlen ihre Mieten, die sponsern uns. Ja.
also nur mit den Ticketpreisen könnten wir Nee, da kann man nicht mal ein Drittel finanzieren wahrscheinlich. Ja. Also das ist wirklich, der Preis ist natürlich höher gegangen, aber es ist voll fair. Ja. Mehr als fair. Und was ist so dein Highlight dieses Jahr zum 10-Jahres-Jubiläum? Oder deine Ähm, Highlights? meine Highlights sind natürlich Materia auf jeden Fall, Ja. weil ich es krass finde, dass wir von diesem Arena für 10.000 € Budget zu Materia als Headliner gekommen sind. Ja. Kann ich irgendwie immer noch, check ich immer noch nicht. Sammy Deluxe letztes Jahr war auch Sammy schon Deluxe krass. war Kindheitstraum. Ja. Natürlich, ich meine, das ist einer meiner Lieblingsartists Ja. gewesen, deswegen, dass es geklappt hat, war letztes Jahr schon Ja. richtig krass. Für mich persönlich, ich glaube auch Ja. für sehr, sehr viele Leute in der Community. Ja. Und hat man ja gesehen, das war ja komplett voll Das vor war ihm. voll, ganzer Sommer. Crazy. Das auf jeden Fall. Bei Materia ist einfach nur noch mal so, das ist noch mal so ein Statement. Ich meine, der spielt halt im November in der Max-Schmeling-Halle hier in Mhm. Berlin. Ich glaube, da passen 12.000 Leute rein. Der ist da schon ausverkauft. Okay, krass. Jetzt schon. Das ist einfach ein Statement. Ich meine, Ja, alle ja. kennen Materia. Ja. So, das macht mich irgendwie stolz. Dann natürlich die 10-Jahres-Zeremonie, von der wir es Ja. eben hatten, weil ich, glaube ich, mir sehr schön vorstelle, wie wir alle da auch stehen und dann halt das Ganze anschauen. Ja. Alle, die da hart gearbeitet haben für. Und doch, weißt du, was mein Highlight ist? Was ich ja Mhm. feiere? Also wir haben ja diese Stage, wir haben ja viele coole Sachen von irgendwie Tasting zu krassen Workshops, aber ich feiere diesen Reset-Room, den du mir zugeschickt hast. Also Ja. wir haben jetzt einen Raum, Ja. weiß nicht, wie ist der genau eingerichtet? Das wird ja jetzt noch fertiggestellt, aber Ja? es wird so quasi ein Entspannungsort. So, Der ist praktisch mit so bisschen Pflanzen oder wie ist flauschig, das? Pflanzen, einfach schöne Atmosphäre, wo man wirklich chillen kann, schlafen kann. Und da läuft dann genießen kann. Meditationsmusik Genau. oder was? Ja, Das ist das ja. Geile. Also das sind wir haben halt so viele Highlights, die so versteckt sind, die wir einfach mit einbauen. Ja. Neue Wege, bessere Planung, Ja. draußen passiert viel. Also das sind so viele Sachen, die man gar nicht checkt, glaube ich. Also dein Highlight ist Materia und was noch? Ja. So deine 3 Favorite. Meine 3 Favorites. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, ich bin so von außen. Mein Highlight ist, wir haben jetzt noch einen Eingang. Ja, Leute noch schneller reinkommen. Ich Ja, meine, ja. wir waren letztes Jahr, haben wir in 2 Stunden 12.000 Leute reingebracht. Das will In ja. 2 Stunden. Ja. 12.000. So, mit dem neuen Eingang können wir vielleicht noch schneller hin, dass Leute Ja. happy sind. Und ich glaube, wir hatten letztes Jahr schon kaum Wartezeiten. Ja. Und maximal eine halbe Stunde und so. Maximal, ja. Und das in der Höchstzeit. Aber das nochmal zu optimieren, da habe ich Spaß dran. Ja. So. Gucken, dass das noch läuft, auf jeden Fall. Also Materia, ein weiterer. Ja, tatsächlich. Also, das ist so einfach. 3? Und Nummer 3, die Bühne. Die Bühne. Ich meine, wir bin hatten es echt davon schon, aber gespannt. wenn ich jetzt was anderes sagen würde, wäre gelogen. Am Ende, ich freue mich richtig auf die Bühne. Das ist eine 360. Das ist so lustig, weil ich habe vor ein paar Jahren habe ich auch schon gesagt, warum machen wir nicht eine 360 Grad? Aber ich glaube, da konnten wir uns das noch nicht so vorstellen. Das heißt, wir haben eine 360 Grad Bühne mit einem Steg und von überall kann man praktisch auf diese Ja. Bühne. Ja. Okay. Und wenn die Sonne knallt, gibt es da so ein schattiges. Wir haben ganz viele Schattenplätze. Wir hatten letztes Jahr schon 4 Wasserplätze. Wir haben jetzt noch mal 2 weitere dazugenommen und die werden alle noch leichter zu finden sein. Also es gibt Ja. auch kostenloses Wasser für alle die ganze Zeit. Ja. Und wir haben es wieder umgebaut, was auch noch cool wird. Letztes Jahr hatten wir im Sommergarten war es kein 360-Grad-Weg, Ja. sondern man muss wegen der Bühne Ja. ging es nicht weiter irgendwann. Stimmt, wegen Muss dem ja Backstage. zurücklaufen. Genau, und muss außen rumlaufen. Und dieses Jahr haben wir es anders geplant, dass man jetzt im Kreis laufen kann. Das ist viel Das finde ich geiler. auch cool. Noch mal ganz anders irgendwie. Ja, das Ja. ist geil, weil dann musst du nicht so quer unten durch. Also ich bin dann immer Ja. runtergelaufen und hochgelaufen, aber so kannst du praktisch Ja. eine ganze. Dann muss auch- freue ich mich auf Halle 11 auch sehr. Wir haben jetzt Oh die ja. neue Halle dazu Genau, die genommen. links, die Da Halle. bin ich gespannt, wie die ankommt. Mhm. So, du kommst mit dem neuen Eingang rein, bist auch direkt in Halle 11. Kannst da gucken, kommst von da aus dann wieder in den Sommergarten raus und haben da auch ein paar coole Stände. Und ja, und der Plan ist ja, dass wir quasi irgendwann die Hallen so bauen, dass man im Kreis laufen kann, auch innen drin. Das feiere ich immer, Ja. das mag ich. Weil Ja. da muss man nicht nochmal den ganzen Weg zurücklaufen, um wohin zu kommen, sondern du kannst einfach die andere. Genau. Wird schon Also, krass dieses Jahr. Das wird Also, 10 Wir Jahre. werden ja immer besser in dem, was wir machen. Wir kennen die Location seit 2 Jahren. So, Ey, werden wir immer sind ja besser. auch bei Messe Berlin so einer der Favorite Teams, ne, Leute? Wir sind ja auch einer der jüngsten, weil alle Abstand. Messen in der Messe Berlin, ne, die sind ja alle Ü50. Ja. Und wir sind ja mega, mega junges Team. Wir Ja. sind ja Durchschnittsalter, ja, ich würde sagen 35? Jünger, würde ich sagen. Noch jünger, durch die ganzen Ja. Jungen, ne? Ich meine, haben wir jemanden wir sind die 40? Ältesten. Äh, Wir sind die Ältesten. Freddy ist der Älteste, für 35 wahrscheinlich. Nee, Safi ist ein Safi. bisschen älter. Ja. Genau. Ja, okay, Aber, ja, stimmt. aber wir haben ja so stimmt. mit Dean und so richtig Küken. Ja, stimmt. Ja. Also ich würd sagen, wir sind im Schnitt wahrscheinlich so Und- knapp 30. Und wie alt ist Liam?
Liam ist 21, 22 auch? Ja, okay, krass. Also Im Durchschnittsalter Schnitt 30, 30. ja. Aber das ist ja der Vorteil, weil wir dadurch andere Ideen haben, andere Ideen in Genau. die Messe Berlin einbringen, andere und dann haben wir Freddy, Shoutout an Freddy, der alle coolen Ideen irgendwie durchbekommt, Ja. Genehmigungstechnik. Gibt es was aber am Messegeschäft, weil davor hast du ja nie 'ne Messe gemanagt. Das ist ja Mhm. so, deine erste Messe und direkt so 'ne richtig fette Messe, Mhm. was dich so nervt am Messegeschäft? Ähm, Es sind schon sehr langsame Strukturen, wenn es so um rechtliche Sachen geht und so. Ich meine, es hat natürlich seinen Sinn, aber Ja? der ganze Prozess ist so langsam. Du kannst nicht einfach starten. Aber ich glaube, das ist nicht nur im Messegeschäft so, das ist bei allen großen Veranstaltungen so. Du brauchst halt die Genehmigung von den Behörden, ähm, Ja, damit auch alles korrekt läuft. Also, es macht schon Sinn. Also, es war nervig, aber dass alles so doppelt und dreifach kontrolliert wird, macht schon Sinn. Und du merkst auch bei unseren Ausstellern immer, die sind ja auch manchmal abgefuckt, so die ist übelst ausländische abgefuckt. Ja, ja. ausländische Aussteller, die, keine Ahnung, aus, Südamerika kommen, aus Ja. Asien, aber auch selbst aus Spanien und Ja. aus Frankreich sind das nicht gewohnt, dass es so strenge Regeln gibt. So. Ja, Bei ja. uns muss ja alles zertifiziert sein, es darf nix entflammbar sein, Ja. wird alles doppelt und dreifach gecheckt. Die müssen jetzt schon ihre Sachen abgeben, damit's kontrolliert werden kann. Ähm, und auf vielen anderen Messen im Ausland ist ja so, du gehst einfach hin, baust auf und gut ist. Ja, aber dafür hosten die halt auch nicht einer der größten Ja, Messen, ne? Weil wenn du überlegst, wenn da irgendwie so 'n Brand beginnt und der tut sich halt innerhalb von Sekunden schon auf die ganze Halle, ja. dann ist es halt echt Das ist halt gefährlich, das wenn da Ding. ganz viele Ja, oder ich meine, wir müssen ja riesige Flächen als Ausgleichsflächen dazu mieten. ja, Auch wenn's Wetter schlecht wird oder Evakuation oder so, ja, haben wir noch so einfach wir mieten einfach leere Hallen dazu. ja, 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 das Diese ist ganzen Sachen, aber es macht halt nur Sinn. ja, Also, natürlich, anstrengend und kostenintensiv, aber es macht halt nur Sinn. ja, Und deswegen würde ich sagen, ähm, das ist okay. Was noch vielleicht bisschen nervig ist, dass du natürlich in so sehr großen Locations immer mit festen Dienstleistern arbeiten musst, die vor Ort sind, ja, die, ähm da ist man so 'n bisschen starr in seiner Auswahl. genau, ja. Das würde ich sagen, vielleicht nervt noch 'n bisschen. Ja. Weil wir haben dann manchmal andere Ideen. Wir wollen dann irgendwie ganz moderne Toiletten haben, mit denen man Platz sparen, noch mehr hinstellen kann, die Ja, auch ja, ja. irgendwie nicht so oft abgepumpt werden müssen. Ja, Geht dann nicht, weil der Dienstleister nur die anderen hat. So Sachen ja, sind vielleicht 'n bisschen nervig noch. okay. Und gibt es dieses Jahr bei den Ausstellern irgendwelche Highlights? Weil die Ähm, machen ja irgendwie so crazy Sachen und so viele Sachen bekomme ich erst nach der Messe mit, ne? Das stimmt. Ich will da eigentlich So oft ein nicht, so viel sagen, weil ich finde, wir sollten jeden Aussteller wertschätzen, so, weil, ja, okay, auch die kleinen, die großen und so, wenn man jetzt so viele sagt, aber, nenn nicht den Aussteller, sag einen Aussteller die Idee. Also, welche Idee einfach okay. nur so. Wir haben einen Aussteller in Halle 18 zum Beispiel, die werden 'n Stand dahin stellen, den haben wir noch nie gesehen, glaube ich. So. Aber welcher ist denn das? Wie sieht 'n der also, Okay, man kann wollen wir schon verraten? einmal sage ich's, Ja, ja. schaut euch, den Möser Trees Stand an auf jeden Fall. Ah, die haben so 'ne kleine Welt, ne? Es ist So 'ne kleine Also, war das die so haben 'ne mir 'n paar Sachen Natur? gezeigt, das wird komplett verrückt sein. So 'n Immersive Einfach Ding. genau, einfach hingehen, anschauen, haben wir hier in Deutschland noch nie gesehen, glaube ich. Ähm, Da freue ich mich drauf. Aber wie gesagt, ich bin ja trotzdem der Meinung, wie gesagt, alle Aussteller haben irgendwie coole Sachen und nicht Ja, jeder hat irgendwie 'n Riesenbudget und, ja, ähm, ja. Und ich glaube, tatsächlich machen wir so die großen Stände, unsere Sponsoren präsentieren wir schon sehr, sehr viel. ja. Ja, daher bin ich eigentlich eher dafür, das Gesamte zu zeigen. Ja, also, was hilfreich ist auf jeden Fall unsere Event-App. Da sieht man noch Ja, mal alle Gänge, alle Aussteller, dann auch das ganze Programm, ne, weil es genau. passiert halt einfach so viel und da Überblick zu behalten. Programm Ja, sowohl in der Conference als auch, draußen auf dem Festival. ja. So viel. Dann gibt's noch die Wasserstellen, sieht man ja. Ah, dann haben wir noch unsere Flinter-Area Wir haben 'ne dieses Flint Jahr Area dieses Jahr, genau. mit 'nem Aufklärungsbereich, glaube ich, Ja. ne? Die ist gesponsert bei Away Genau, auf das jeden war Fall. Da die nennen wir, weil ich finde es cool, dass sie das machen. ja. Ja, Und ja, das wird auf jeden Fall krass ja. dieses Jahr. Und ich hoffe also, das Team ist wie schätzt du grad so die Stimmung im Team ein? Ich glaube, sehr gut. Unser Ja? Team war ja, ich weiß nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber die waren ja jetzt grade, wo sie sie aufnehmen, gestern in Bilbao. Ja? Waren ja, Marc, Liam, Safi, Kika und Mi Ja? waren in Bilbao und auf Rückflug mussten ja notlanden in Dresden Ja. wegen zu viel Wind und noch mal Ja. hin. Also, ich weiß nicht, wie's denen heute geht. Ich lasse sie heute auch in Ruhe, Ja? aber ansonsten ist die Stimmung sehr gut. Ist natürlich sehr intensiv für alle, Ja. weil jetzt kurz vor Veranstaltung, aber ich glaube, Stimmungsbombe. Ja. Ja, Ey, wir arbeiten das ist auch so krass, weil die Monate davor sind so intensiv. ja, Also, man hört deshalb ist es aber auch gut, dass wir 'n kleines Team sind, weil du hast halt 'n direkten Ansprechpartner mal für deinen ja, Bereich, ne? ja. Und Liam ist jetzt genau ein Jahr hier bei uns.
Echt? Ja, Krass, aber ich habe auch schon das Gefühl, der ist ja unser ist es. Werkstudent, unser Ja. Küken, aber gefühlt ist er schon irgendwie jahrelang. Ich sage immer noch, Liam wird irgendwann unser Chef. Das ich schwöre, wirklich. Also, Ja. und er studiert was studiert er? Philosophie? Ja. Und das ist so krass, weil bei uns ist so, du musst nichts Spezielles studiert haben, ne? Das Einzige, was du brauchst, ist Drive und 'ne gute Auffassungsgabe und natürlich 'n bisschen Struktur, damit du deine To-dos erledigt Genau. bekommst und der Rest, das kann man alles beibringen, weil wir kommen ja alle nicht aus dem Messegeschäft. Ja. Und ich glaube, das ist unser Geheimnis. Ich meine, wir merken das ja auch, also ganz, ganz viele andere Messeorte reden ja über uns. Und wir werden ja auch angefragt. Also, es kommen ja Angebote rein von anderen Messen zu sagen: „Hey, kommt doch mal in unsere Stadt, ihr zahlt erst mal keine Miete." Oder, Ja, ja, ähm ja, voll wild. kommt sehr viel. Oder wir sind bei diesen, Messe-Wirtschaftsforen immer irgendwie als Vorbild für die moderne Messekultur, Das ist voll krass. weil wir so schnell wachsen und irgendwie, ähm Neue Ideen. Ich glaube, genau, weil wir nicht im Messegeschäft sind, das ist nämlich das Geile, das habe ich auch ich glaube, der Mi gesagt. So, guck mal, weil wir nicht im Messegeschäft sind, wissen wir nicht, was möglich und nicht möglich ist. Weil wenn du das studierst und weißt, was für Genehmigung und whatever, denkst du halt nur noch in dieser einen ja. Blackbox, die du hast. Aber wenn du die niemals hattest, Ja, und, ich meine, andere Messen geben halt wahrscheinlich auch nicht irgendwie 'n siebenstelligen Betrag aus, um 'n Festival zu machen noch zusätzlich ja, das stimmt, das ist im halt noch mal Ticketpreis. Zusatzaufwand, ja. Also, diese ganzen Sachen. Ich meine, wir haben ja keine Probleme, BesucherInnen zu bekommen. Ne, So. Wir werden ja jedes Jahr mehr Leute ja. ähm und es gibt die meisten anderen Messen, die würden kostenlos Leute reinlassen, würden trotzdem nicht so viele Leute reinbekommen. Ja, es Ich gibt glaube, ja auch das ist so 'n viele bisschen Events, die haben genau. so Oder kostenlos. die Ticketpreise sinken dann bei ganz vielen und, dann werden die Ausstellpreise erhöht und das ist dann so 'ne Teufelsspirale. Dann Ja, zahlen die Aussteller irgendwann sehr viel, dann kommen die Aussteller nicht mehr, weil natürlich wir können auch nicht unsere Aussteller ausmelken. ne, So, wir können die jetzt nicht, einfach beliebig anpassen ja. und, machen aber viele Messen und dadurch gehen sie oft kaputt. Und dann kommen keine Besucher, weil's halt auch bald nix mehr geboten wird, weil nach dem 10. Wir müssen's ja versuchen, eigentlich jedes Jahr neu zu erfinden. Ja, das machen wir ja auch. Das Genau, ist, gar nicht ja, aber dadurch haben wir ja so kreative Leute bei uns, weil es geht ja um das Erlebnis. Weil ich bin ehrlich, ne, heutzutage mit ChatGPT und Google, ich kann mir alles im Internet kaufen. Ich muss nicht auf 'ne Messe, um mir ja, Sachen zu kaufen. Und da ist wirklich alles drumrum, dieses Menschen kennenlernen, Musik hören, inspirierende Leute auf der Stage hören. Das ist ja. ja das, was letztendlich die Menschen zieht, hinzugehen. Und ich glaube, was noch ganz besonders macht, ist dadurch, dass wir diese Atmosphäre haben, Ja. kommen unabhängig von den BesucherInnen, kommen auch, bei den Ausstellern die ganzen alle kommen, also, es ist 'n Team-Event. Alle Aussteller Ja, ja, kommen, ja, ich habe auch schon mal gesehen. Die machen die Team. Big Bosse, die Ja, Vorstände, ja, ja. ähm, machen Team-Event, da sind alle da und dadurch ist, glaube ich, auch noch mal andere Atmosphäre und dann Ja. kann dann 'ne KI und so wieder nicht online, finde ich, weil du hast dann wirklich die echten Menschen, die dieses Ne. Produkt entwickelt haben und da sind Ja. und so. Das macht's bei uns noch mal spannender. So, Ja, du gehst da hin und das ist wirklich die sind da, weil sie Bock drauf haben. Die sind nicht da, weil sie da sein müssen, sondern ja. die haben da Bock drauf und die sehen, es ist wichtig für sie. Jetzt ist einmal im Jahr kommt die ganze Cannabis-Welt, zu uns. Nach Deutschland. Ja, 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 ich habe schon gesehen immer danach, wie dann so, Unternehmen posten so: „Ja, unser Teambuilding-Event", dass die dann auch ihr genau. Teambuilding-Event auf der Mary Jane Ja. Berlin Die machen. machen ja teilweise mieten die Räume auf der Messe und machen da ihre Vorstandssitzung oder machen da ihre Okay, das ist krass. so Sachen, ja, so. Und das merkt man. Da gehst du an so 'n Stand und dann sind da nicht, ich kenne das von ganz vielen anderen Messen. Ich meine, wir gehen ja auch viele besuchen, dann steht dann da, an dem Messestand sind 'Ne dann da Hostess oder so. 2, 3 Personen gebucht, die nix damit zu tun haben Ja, und verkaufen nur. ja, Und das ist nicht bei uns wirklich die Leute sind da mit ihrer eigenen Identität sind mit der und fördern diese Kultur. ja. Ja, So wie der Jürgen, wenn der mal an seinem eigenen Stand steht. quasi, Shorts genau. im Bild. Ja, ja. Und alle ich meine, es kommen ja wirklich diese alle aus der ganzen Welt. Ja, die ganze Ja, Welt kommt mittlerweile. Das ist, finde ich, auch krass, weil früher war es eher so Europa, aber mittlerweile einfach viel Übersee. Also wirklich USA, Lateinamerika. ja, Ist krass einfach. Also sowohl Besucher als auch Aussteller. ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hast du, ich meine, abgesehen davon, dass Duck natürlich auch eine große Vision hat, hast du auch so deine eigene Vision für die Ähm, Mary Jane für die Mary Berlin? Jane? Ja? Wir haben ja zusammen den großen Plan, dass die Mary Jane irgendwann gar kein Geld mehr verdienen muss, sondern wir wirklich nur für die Community das machen. Ja. Ähm, und ich will eigentlich mein Traum wäre irgendwann eine ganze Woche lang Mary Jane zu machen. Ich meine, mittlerweile sind wir ja so quasi eine ganze Woche Cannabis, Ja, so hör mal hier ins Mikro. ganz viele Pre-Events und Ja. alles drum und dran. Aber stell dir vor, wir machen irgendwann und nicht nur auf der Messe, stell dir vor, wir machen dann irgendwann, mittwochs noch ein Konzert in der UBA Arena. Dann machen wir Krass. dienstags mieten wir uns 'n Sommerbad für 5.000 Leute und machen dann da 'n Schwimmbad-Event oder so. Ah, du Also, meinst wir eine geben Woche? quasi ganz viel raus.
Ja. Okay, du meinst praktisch eine Woche, aber trotzdem, sage ich mal, 3 Tage drei Ein Tag, Tage B2C ein Tag Messe, Business. einen Tag Business und die restlichen Tage so wie so Events in der Stadt verteilt mäßig. Ja. Stell dir vor, irgendwann donnerstags abends tritt Snoop Dogg auf. So. Ja, Presented by Mary Jane. So. ja, das wäre krass. Dann, wie gesagt, machen wir random, buchen wir uns ein Schwimmbad. Also eher so Sachen. Ja. Ja. Ja, das ist eine Und dass dann auch krasse klar ist, also ich meine, es gibt in der elektronischen Musik gibt es ein Event in Amsterdam, Ja. das heißt ADE. Ja. Das ist quasi, da geht die ganze elektronische Musikwelt hin. Da Ja. sind wahrscheinlich Millionen Leute, Ja. die einerseits feiern, die anderen machen ihr Business. Genau wie bei uns. Ja. Das ist 1:1 der Vergleich in Amsterdam. Und da ist es schon so, du kommst am Flughafen an, da legt schon ein DJ auf. Ah. So. Dann steigst du in so ein Auto, in ein Taxi ein, Ja. und da läuft ganz oft an einem Bildschirm ein Stream von irgendeinem Event. Weißt du? Und das Ja. finde ich so cool. Ich glaube, da will ich irgendwann auch hin. Die Ja. ganze Stadt ist dann Mary Jane Ja. für eine Woche. So, du kommst an, am Flughafen wirst du abgeholt damit. Am Bahnhof irgendwas. Am Bahnhof steht vielleicht irgendwie ein riesiger Container mit Pflanzen. So, Ja, das da ist krass. kannst du schon mal irgendwie was sein. Oder irgendwann kannst du dich schon akkreditieren am Bahnhof und am Flughafen. Ja, vor sowas hätten wir. Ja. Das ist Irgendwann die ganze Stadt. Ich meine, ist ja jetzt schon so. Ich meine, die ganzen Hotels werden ausgebucht wegen uns. Ja. Und Und viele machen so Side-Events sowieso, ne? Weil Genau. die wissen, alle Ja. sind da. Ja. Das wird auf jeden Fall Ja. krass. Ja, und Also- auch viele mehr und mehr so größere Namen aus der ganzen Welt kommen. Ja, weil Ja. Burner kommt ja dieses Jahr, ne? Ja. Der Gründer von Cookies. Josh Kesselman. Der ist auf jeden Fall noch krass aus den USA. Und dann kommt Mario Guzman heißt der. Ja. Der Gelato. Ja. Nennt man nicht Gründer, sondern Erfinder. Erfinder, irgendwie so, ne? Also auf den freuen sich, glaube ich, auch viele. Also es ist einfach krass. Mike Tyson kommt wieder. Mike kommt wieder? Ja. Krass. Also eines Tages Also- Snoop Dogg hoffentlich. Wird bestimmt passieren. Also im Endeffekt kommt die ganze Welt hierher. Und ja, mal schauen. Ich glaube, wenn wir dieses Jahr wieder einen guten Job machen, dann wird es einfach nächstes Jahr noch krasser. Und wir dann hatten werden wir ja unsere mal- Grassorte noch droppen, ne? Die dann das Geld Ja. finanziert, um dann die Messe nochmal ganz Genau. richtig so berlinweit zu machen. Genau. Als Berlin als gesamtheitliches Erlebnis. Ja. Ja, ist krass. Okay, Ersin, dann würde ich sagen, kommen wir hier noch zu den Blitzfragen. Stimmt, die gibt es auch noch. Ja, ich glaube, eine Blitzfrage habe ich dir sogar impulsiv schon gestellt. Ja. Ein größter Mythos rund um Cannabis. Cannabis ist böse. Dein erster Kontakt mit Cannabis, positiv oder negativ? Positiv? Ja, da war ich 18 und habe in der Bar gekifft. Okay, krass. Was würdest du Jugendlichen gerne über Cannabis sagen in einem Satz? Fang nicht an, bevor du 21 bist. Ja, schlau, wegen dem Gehirn. Lieber streng reguliert oder eher liberal? Liberal. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist das Stigma rund um Cannabis noch? 8. Echt? Ich sag immer noch ziemlich viel. Ja. Also ich meine, hier in Berlin nicht. Wir sind in so einer safen Bubble, aber geh mal ins Dorf, fahr mal irgendwie nach Hessen, wo meine Family herkommt, so ein Dorf. Ich glaube, andere Welt. Okay, krass. Ja. Ein Tipp, um selbst ein Einkommen aufzubauen für eine halbe Million? Ich würde sagen, ich hatte den Vorteil immer, dass ich nie viel Miete bezahlt habe. Ich habe, bis ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen bin, das war vor 3 Jahren, immer in WG-Zimmern gelebt und nie mehr als 500 € Miete gezahlt. Also praktisch Fixkosten gering halten. Genau, Fixkosten gering halten. Das ist schlau, weil ich kenne ja auch Leute, die sobald die mehr Geld verdienen, direkt auch mehr ausgeben, ne? Und das haben wir die ersten Jahre gar nicht gemacht. Ja. Wir haben ja nicht mal ein Office gehabt. Ja, und das ist ja das Ding, so, wenn du halt, ich meine, wenn du Fixkosten von unter 1.000 € All-in hast, dann kannst du auch deine Träume wirklich, dann kannst du dir auch Gas geben, dann musst du dir keinen Side-Hustle suchen, damit du, weißt du, wenn du eine Idee hast und das irgendwie machen möchtest, egal ob du jetzt eine Firma aufbauen möchtest, ob du Musikerin sein möchtest, egal was, wenn du dich darauf fokussieren kannst, wird es immer besser sein, als wenn nicht. Wenn du aber direkt 2.000 € Miete plus teures Auto, nee, dann lieber für Essen und für Urlaub und für Träume. Das macht Sinn. Ein Satz an dein jüngeres Ich. Fang früher an mit deinen Träumen. Noch früher als 18. Geil. Cool. Ja, danke dir, Ersin. Hab richtig viele Sachen über dich erfahren und weiß jetzt endlich mal mehr über dich. Kann ich dich noch mehr Spaß feiern. gemacht. Ja.
Ich sag's, wie es ist. Ersin ist einfach ein krasser Typ. Ruhig, klar und genau dann da, wenn es zählt. Jemand, dem man blind vertrauen kann, weil er das Herz am rechten Fleck hat. Alle Links, Infos und Ressourcen findest du wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Schick uns doch gern Feedback, Fragen oder Themenwünsche. Wir bauen den Podcast gemeinsam mit dir auf. Und abonniere unbedingt den Kanal, damit du keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Deine Jung.